Hallo, hallo. So, ich habe mich gerade noch selber erklärt. Jetzt nimmer. Denn ich habe mein Mikrofon wieder frisch einstellen müssen. Aber jetzt wird es passen. So, im Titel Armadillo XP Farm. Ich habe mir gerade nochmal zwei Armadillo-Chen geholt. Der ist gerade irgendwie ein Skewed fallen lassen hat, warum auch immer. Das war vom Miko da hinten. Bei dem M. Weil ich habe nur eins gefunden. Oh ja, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr vorbereiten, aber irgendwie war dann doch schon wieder so viel los an dem Tag. Gestern habe ich es dann auch noch mal geschafft. Ja. Wenigstens sind die Armadillos hier. Wenigstens das. Und ich bin sehr gespannt, weil diese XP-Farm habe ich noch nie gemacht. Okay, gut, ich habe so einige Farmen noch nicht gemacht, aber für gewöhnlich habe ich immer eine XP-Farm gemacht. Und es war jetzt eigentlich dann immer die Enderman-Farm. Aber es hat geheißen, die Armadillos sind jetzt die neuen. Was wäre jetzt die neue Meta? Quirin schreibt, wäre im Anschluss down für den Breeder. Breeder für die Villager meinst du? Oder? Könnte es sein? Wäre die A down, ja. Oh, hier, hey, da hat es Skewed fallen lassen. Ich habe nicht gewusst, dass die automatisch auch fallen lassen, aber man muss die immer brushen. Aber es ist okay so. Wo wollen wir denn die XP-Farm haben? Soll ich es einfach bei mir irgendwo bauen? Yes, sir. Okay, also die Villager. Wir machen im Anschluss die Villager. Wenn ich mir jetzt nicht... Oh, ich brauche unbedingt die Spinnenaugen. Ich werde jetzt hoffentlich nicht allzu lang brauchen für die... für die XP-Farm. Ja, dann baue ich es einfach hierher, oder? Irgendwie hier? Hier habe ich jetzt nicht vor zu bauen, ehrlich gesagt. Irgendwie eher nur in dem Bereich. Ja, eher. Ja doch, bauen wir es hierher. Ja doch. Dann hole ich die Armadillos doch nur mal in die andere Bucht rüber schiffen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte hier vielleicht so ein bisschen geschützte Bucht einfach bauen. So ein bisschen wie ein Hafen oder so. Nur so was Kleines, nichts Großartiges. Was Kleines, aber Feines, was vielleicht recht nett ausschaut. Nicht zu viel vornehmen, einfach nur ein bisschen schön bauen. Okay. Vielleicht parken wir die Armadillos erstmal nur hier und dann bereiten wir alles vor. Ich mache da nochmal mein Cheat-Video auf, um zu schauen, wie das erstmal genau funktioniert. Aber das macht ja jeder. Klassiker. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es regnet die ganze Zeit auf dem Server. Und wenn es nicht regnet, dann ist es Nacht. Das ist echt schlimm. Zudem habe ich mir das erste Armor Trim auf meinen Helm gepackt. Das ist das Küsten Armor Trim. Coast. Glaube ich hier nur irgendwo. Hier. Coast. Macht ja jeder. Ja. Jeder schaut sich diese Tutorials an und handelt dann nach denen. Okay. Dann machen wir nochmal auf hier. Ich brauche... Boah, baue ich das einfach aus Andesite? Schon, oder? Ich habe irgendwie Bock auf Andesite. Ja doch. Mach mal Andesite. Boah, das ist ja Ewigkeiten her, dass ich mal eine Farm gebaut habe, ohne eine Schalkerbox zu haben, weil ich habe immer die ganzen Sachen in die Schalkerbox zurückgepackt. Das ist ja völlig ungewohnt. Dann bauen wir noch ein Campfire.
Oh ja, stimmt, das Scaffolding. Es ist aber auch so geil, dass es mittlerweile sämtliche Slabs und Stairs aus allen Blöcken gibt. Sehr geil. Wait, was? Wasser habe ich, dann brauche ich die Armadillos. Ja, perfekt. Und schon kann es eigentlich losgehen. Bis auf... Ich brauche hier noch Nether Warts, weil wir brauchen für die Farm tatsächlich Potions. Wait, die sind ausgewachsen, oder? Ja, muss ja. Ja. Ach, man sieht's wieder nicht gescheit. Hier, Fulbright. Schön. Meine erste Potion. Ah, dann brauche ich ja noch normalen Stein dafür, tatsächlich. So. Dum, dum, dum. Völlig krass, oder? Einfach einen Stein in die Flaschen reindrücken. Was der Brewing Stand nicht alles kann. Und dann noch Gunpowder. Macht es dann Sinn, dass man vielleicht den nur verstärkt oder beziehungsweise verlängert? Ach, das geht gar nicht bei denen. Und Festet hat nur eine Stufe, alles klar. Beziehungsweise eine Dauer. Ups. So sei es. So sei es. Ja gut. Machen wir es ungefähr hier. Jo. Okay, mal kurz die Ausrichtung ein bisschen begutachten. Machen wir's. Okay, machen wir es so, dass ich jetzt hier ein bisschen was wegbaue. Und es dann in diese Richtung zorn lasse. Ich baue natürlich dann nur mehr irgendwie Schäne außen rum, aber jetzt mal nur so für den Anfang. Bam, bam. 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 So, das ist das Grundgerüst eigentlich schon. Angeblich. Okay. Ich habe tatsächlich noch nie Campfire mit einer Schaufel auskauen. Das Scaffolding wollte ich noch nicht, Trottel. Mach mal gleich. Mach mal gleich. Okay, machen wir jetzt direkt. Das ist lustig, ich brauche einfach nur ein Scaffolding. Dementsprechend hole ich mir jetzt einfach mal ein bisschen Bambus rüber. Dann weiß ich doch genau, wo die richtige Anlaufstelle ist. Okay, random Schildkröte da links. Umgefallener Baum. Das macht was mit der Natur. Das finde ich gut. Bambus. Gimme.
Danke, 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 danke. Und ist schon genug. Ist schon wieder genug, um das danach gleichzeitig wieder anzupflanzen. Vollständigkeit halber möchte ich mir natürlich selber auch noch einen Full Enchanter bauen. Das muss einfach sein. Creeper in the boat. Der bleibt da. Wait, wie viel Bambus brauche ich denn nochmal? 6 Stück, glaube ich, oder? Und einen String. Genau so. Übrigens, hier ist noch ein Baum gewachsen mit Bienen direkt drin. Da sind 2 Stück drin. Brauche ich gar nicht lang rum da. So, facing this direction. Kleine Bienenfarm möchte ich auch noch bauen. Nein, nevermind. Diese Richtung. Ah, das ist natürlich interessant. Wir brauchen nur mehrere Building Blocks. Ach, deswegen wahrscheinlich diese Storner. Dann mache ich das nochmal weg und tu alles richtig schön auskleiden einfach. Was soll der Geiz? Ganz ehrlich. Was soll der Geiz? Wir machen es richtig schön. Wenn dann gleich richtig. Blub. Ja. Ich habe jetzt gemeint, da oben ist der Creeper, da weiß das Bambus. Sollen wir einen Glaskasten drumherum bauen? Wahrscheinlich schon eher schöner, oder? Ich denke schon. Gut, dass ich da gleich schon mal ein bisschen mehr Glas gemacht habe. Juhu. Ja, doch, machen wir so. Dann mal hier nochmal ein Slab. So. Ah. Okay, überall waren die Slabs. Stimmt, das Wasser kann ich da auch nochmal platzieren. Bevor ich es vergiss. Und eventuell sollte ich dann doch schon mal die Armadillos breeden, weil wir können hier 24 Stück Greybacker und dann ist die Farm am effizientesten. Dann mache ich erst einmal ein kleines Loch für euch. Give me the boat. So, jetzt kommt's mir her. Oh.
Seid sehr langsam im Wasser. So, jetzt kommt's her. Okay. Allgemein nicht die schnellsten Viecher. Wait. Werdet ihr von Mobs gehittet? Oder von Zombies? Kann ich sein? Ich hoffe mir nämlich nicht. Ich meine, klar, ich kann jetzt eigentlich einfach schnell mal noch so Trapdoors drüber bauen oder so. Das kann ich machen, ja. Ach, was soll jetzt da schon wieder der Geiz? Der man einfach ein Crafting Table her. Braucht man sowieso immer und überall. So, dann passiert euch nichts. Schön. Und Phantoms. Jungs, wir müssen pennen gehen, Alter. Das ist scheiße so. Wir müssen irgendeine Lösung finden dafür. Okay. Die waren schnell kaputt. Also. Slabs hier, hier, hier und hier. Nochmal drauf. Machen wir auch wieder Glas drüber. Aber Moment, jetzt kommt der Punkt. Wollen wir doch nicht lieber farbiges Glas? So. Die zur Farm irgendwie passt. Weil es wird ja eine XP-Farm. Das heißt eher so Lime und Gelb, oder? Doch, das möchte ich jetzt schon noch machen. Also komm, wenn dann gescheit. Man, Kakteen habe ich dabei. Warum habe ich die eigentlich noch nicht umpflanzt? Ja, okay. Komm. 2 opfern wir mal. Aber habe ich Geld? Haben wir irgendwo... Ach, Moment. Wie heißen die Dinger hier? Wildflowers, aus denen kriegen wir noch einen gelben Farbstoff. Ja, dann haben wir das ja zum Saufudern. Arschgeil. Vielleicht sollte ich mal mein Inventar wieder ein bisschen frei räumen. Gut, dann... Ne, wait, wir brauchen ja erstmal... Verarschen. Ach stimmt, Leim ist ja mit
Hier mit weiß gemacht worden. So. Machen wir mit 2. Dann bauen wir das Glas hier wieder schön ab, aber ich habe mittlerweile schon Silk Touch. Bin ich sehr happy drüber. Gibt nichts Traurigeres, als wenn man das Zeichen nicht wieder abbauen kann. Wenn man kein Silk Touch hat. Gut, dann machen wir nochmal 2 gelbe. Und dann kann man das schon ein bisschen spiralförmig machen vielleicht. That's the question. Machen wir immer so 2. Und dann uns versetzt. Also, dann hier gelb, dann hier grün. So irgendwie. Ja, muss jetzt nichts Krasses sein, aber du checkst, dass das XP-mäßige Farbe ist. Genau. Dann... Ja, dann müssen wir es jetzt irgendwie machen. So. Okay. Oben bleibt er noch frei. Ja. Das ist okay so. Der XP-Orb. Geil. Ah, jetzt müssen wir eigentlich die Armadillos schon führen. Kennst du ja schon wieder? Wer ist da? Yes. Also, ich denke, es wird jetzt schon nur eine Zeit lang dauern, bis ich die vollen 24 rangeholt habe. Dann ist sie halt am effizientesten und eigentlich müssen wir dafür gehen. Wir brauchen nur mehr Spinnenaugen. Und wir haben jetzt ein exponentielles Wachstum. Ich brauche jetzt dann nur 36 Spinnenaugen insgesamt. 4 habe ich schon, 40 brauchen wir noch. Ich frage mich nach Sponsoren. Also vom Prinzip her ist das eigentlich schon gewesen mit der Farm. Wir sind hier schon fast durch. Ich bin wirklich gespannt, ob die wirklich so effizient ist. Sehr schön. Ich denke, ich brauche nicht dazu sagen, dass das für die XP-Farm ist.
Ich schaue mir währenddessen kurz ein bisschen rüber, wie die XP-Farm noch weitergeht. Ah, Trapdoor kann man in die Mitte bauen. Okay, stimmt. Tatsächlich 2. Quirin schaut den Stream. Und hat das exponentielle Wachstum natürlich mitgekriegt. Der Hund. Mei, mei, mei. Sind das deine Dias, Quirin? Respekt. Oh, du hast das wegtatschieren. Warte mal. Das ist wirklich alles von dir, oder wie? Sag mir jetzt bitte nicht, du lässt immer nur mit Steintools rum, ja? Jetzt ohne Scheiß. Das kannst du nicht bringen. Mach doch mindestens Eisen. Das ist es doch so wert. Außerdem stehen wir hier so kurz vor der ultimativen Enchanting Experience. Wortwörtlich. Oh. Da war der Baum im Weg. Man, das Coole ist, wenn ihr jetzt die Spinnenaugen geholt habt, dann kann ich direkt wieder. Ja, okay. Dann kann ich direkt wieder readen. Die brauchen ja immer 5 Minuten oder so. Wait. Na, Quirin, warum? Iron Farm steht an und so lange ist Stone. Warum? Das kannst du doch nicht sehen. Das ist... Ich verstehe es halt nicht. Das ist eine Investition, dann geht alles viel schneller. Ey, mir ist die Schlucht hier noch nie aufgefallen. Das ist mein Chef. Lol. Ja, wir haben ja voll die coole Gegend. What? Ist das geil? 3 Enderman? Abfahrt! Genau, was los traden muss man dann sicherlich einmal. Also, ein Spinnauge, schön. Ich meine, ich habe jetzt andauernd... Oh, Nummer 1, sehr geil. Ein weiteres Armadillo dadurch erzeugt. Ich habe jetzt immer alle Spinnen gekillt, die ich gefunden habe. Digga. Aber habe halt leider noch kein Looting drauf, was ich jetzt aber machen könnte. Hier, Ender Chest. Perfekt. Weil ich weiß, dass ich hier momentan... So. Lass mir vielleicht erstmal Lapi ein bisschen reden. Dass ich hier... Muss mich verarschen? Oh, oh, lol, ich hab's schon verzaubert. Das ist natürlich traurig. So. Echt jetzt? Möchtest du mich verarschen? Das letzte Mal habe ich den Trade noch gehabt. Das Enchantment. Ich habe aber nichts mehr anderes enchanted. Oder habe ich dann... Nee, doch, oder? Habe ich da noch was enchanted? Ah, fick mich doch. Das ist jetzt natürlich wieder sehr geil. Ja, schau, wenigstens der Schaufel geht's gut. Aha, siehe da. Looting 3. Okay, dann müssen wir wieder auf die Nacht warten.
Und hier war ja Fortune drin, gell? Ja. Ja, bei dem kannten wir jetzt einmal eigentlich ein bisschen Holz farmen und dann Emeralds holen. Aber ich hätte auch Bock auf so automatische Papierfarmen mit dem Crafter. Sodass wir einfach durch Papier-Emeralds rankriegen. Dass wir einfach nur die Kiste aufmachen, Papier rausholen und dann traden. Wäre auch eine Möglichkeit. Wir brauchen sehr viel Mending. Und allgemein auch andere Bücher, damit wir einfach unsere Enchantments hier verfeinern. So, Leute. Jetzt müssen nochmal die Eltern ran. Haha. Oh. Ah doch. Ihr kennt es schon wieder. Sehr gut. Dann wäre jetzt ja bald wieder Nacht. Und dann gehen wir auf die Spinnenjagd. Habe ich noch was zum Durchschmelzen? Ja, eher weniger. Eigentlich nicht so. Ein bisschen für XP. Ja, schmeißen wir die Farbe mal wieder raus. Ich mache mir hier nur ein bisschen besseres Lager natürlich. Wir sind nur zum Start. Und dann nutzen wir noch die Zeit und dann gehen wir noch ein bisschen Holz runterholen. Oh, oh. Hä? Was ist deine Mission, Quirin? Also, ich komme jetzt noch nicht ganz dahinter, was dein Ziel ist, wie du jetzt hier Ancient Debris farmst. Mhm. Der Sand darf hier aber nicht sein. Ja, dass du im Endeffekt doch nicht Stone Tools hast, sondern eigentlich mittlerweile doch schon irgendwie ein bisschen farmen warst und eigentlich jetzt schon mit Full Deer rumlasst. Und jetzt für Netherite gehst. Das ist jetzt eher das, was ich mir denke. Also dann, Spinnen, kommt her. Mach mich nicht aggressiv mit dieser Stone Tools, Junge. Also das ist ja... Bro, ich verstehe es nicht. Hast du dir jetzt einfach nur die Hacke geholt für die... Rüstung oder was? Also damit du dir Dias holen kannst für die Rüstung. Hierher, Spinnis.
Der Happy Gast. No way, aber bist du da mit der mit einer Steinhacke? Na, ach komm jetzt. Piss dich. Bist du dich? Bist du da mit einer Steinhacke auf Ancient Debris Farm oder was? Das ist doch völlig für den Arsch. Lederhose. Ja, du, ich möchte hier eigentlich Spinnenfarmen, aber stattdessen baue ich Creeper-Löcher. Yay. Ja, das muss ich wann anders zu machen. Hilft nix. Das, was ich mache. Ich mach's jetzt so, ich kill einfach mal alles. Arschloch. Das ist dein Problem da hinten, ne? Einfach für die XP. Dann enchant ihr auf Looting 3 und dann haben wir keinen Stress mehr. Nope, Skelette, ihr kennt's mich richtig am Arsch lecken jetzt. Subidubi. 29. Total ineffizient, was ich hier mache, aber es wird besser. Die Gamer war so wenig Level. So war ein Creeper. Was ist mit dir los? Oh nein! Das war Quick Crit. Spinne. 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 Wo war eine Spinne? Jetzt geht's aber los. So, leck mich am Arsch. Bullbraid, ihr Pisser. Spinne! Wo bist du? Verarschen wir jetzt nicht. Spinne? Hier unten. Ach, ich hab kein Wasser.
So, jetzt haben wir wenigstens gleich Level 30. Ja, genau, du kommst gerade richtig. Hier ist jetzt das Skelett. Digga, fuck mich nicht ab. Also jetzt... das war beim Jonas jetzt auch. Lel. Ups. Junge. Das ist zerbombt. Schnell, wir verdecken die Schande. Schauen, schon merkt man nichts mehr. Ja. Jetzt ist die Nacht auch schon zu Ende. Ich habe nie Level 30 gekriegt. Klasse. Wieso ist lässig? Toll. Dann gehen wir halt einfach wieder breeden. Ich hab's gewusst. Ich habe ein Skelett gehört. Okay, passt. Jetzt haben wir ja quasi schon Level 30. Soll ich dann ein frisches Schwert machen? Oder einfach sagen so... Mei, dann hol ich mir Mending und dann wird sowieso repariert. Weil im Prinzip ist es okay. Aber es ist natürlich auch wieder die Frage, wenn jetzt hier Looting 3 steht, kann die natürlich irgendwie, was nicht, Bane kriegen oder so. So. Das erste ist schon groß. Somit haben wir 6 Armadillos. Gut. Schauen wir trotzdem mal kurz, wie es weitergeht. Armadillos einführen in die Farm. Und dann? Was wäre danach? Genau, Trapdoor wollt ihr erstmal hier bauen. Ich glaube, das ist ja vielleicht allgemein nicht so schlecht. Kann ich aber danach dann immer noch machen. Oh, wait, wir müssen einen Zombie reinbacken. Okay. Und warum ist das? Okay, das heißt... Ich glaube, ich baue den hierher. Mach dem A gleich so ein schöner... Ja, was ist denn der Aufenthaltsraum? Oder so. Der soll ja auch nicht leben wie ein Hund. Genau. So darf der dann sein. Sehr schön. Dann kriegt er da auch noch seine eigene Klappe. Und ich hoffe, dass dann niemand den killt. Oh, ja, schon mal das. Da geht's ja schon mal los.
Jetzt brauche ich sehr viel Eisen. Für den Amboss. Ja, so viel Farmen war jetzt noch nicht. Naja. Kommt noch. Aber was, wir gängen dann mal einfach schnell rüber. Und enchanten. Schau, was ich gesagt habe, ist schon wieder Regen. Habt ihr was in die Wege geleitet? Cool. Aber was? Oh. War vielleicht auch mal ja nicht schlecht, wenn ich auswähle, wen ich ihm schreiben mag. Oh boy, das ist sehr gut. Momentan muss der komplette Server schlafen, die komplette Overworld, so wie es ja Vanille eigentlich ist, aber es gibt so eine ganz simple, tolle Einstellung, dass nur die Hälfte der Spieler oder teilweise sogar nur ein Drittel der Spieler in der Overworld schlafen muss, damit die Nacht vorbeigeht. Und das ist schon sehr geil. So, Enchanty Chanty. Looting 3, nur Looting 3, ja, siehste. Ja, yeah, besser ist nix erstmal, oder? Für die XP-Farm, danach wird alles besser. Wuhu. Dann kann ja jetzt eigentlich schon wieder Spinnenfarmen gehen. Wenn es sowieso regnet. Ich denke, das wäre sehr vernünftig. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie, das sind freie Flächen oft am besten. Wait, oder ist es nicht dunkel genug, dass die jetzt hier spawnen können? Schlecht. Wie war's, wenn ich einfach mal in die Schlucht runtergehe, ha? Tja, Möglichkeit. How about that? Und Eisen mitnehmen gleich, ja, ja. Für den Amboss, yeah, yeah, yeah. Sowieso, ja, ja. Und dann mal ein bisschen Kohle. Wobei, das kann man dann eigentlich gleich mit Fortune machen. Sobald wir das haben. Ah, hätte ich mich schon noch gerettet. Ja, ja. Schaut irgendwie unerkundet aus. Lapi. Naja, das schnappen wir uns doch gleich. Na, den wird dann sowieso bald sehr viel enchanten. Das ist immer ärgerlich, wenn Lapis am Mangelware wäre. Von mir aus kann es an andere Dinge scheitern, aber es ist zu oft bei mir an Lapis gescheitert. Immer so richtig früh enchanten und dann nur das beste Set und
Axolotl. Achievement. The cutest predator. Okay. So geht's ab. Scheiß auf die Mobs. Und hier ist wieder erkundet. Aber es ist ja okay. Das ist ein Farmer-Villager. Oh, okay. Da gehen wir wieder raus. Ein Gewitter sogar. Oh ja, schau mal hier, die Spinne kommt. Und dann nehme ich mir doch ganz, ganz gern dein Spinnenauge mit. Oder deine Augen, das sind eigentlich zwei, aber irgendwie... Die Drops sagen nein, sogar bei Looting 3. So. Buddeln wir uns mal nach oben einfach, weil ich habe nur relativ wenig Blöcke. Schaut gar nicht. Tipptopp parat. Ah, disconnected. Das ist natürlich... Das ist natürlich sehr gut. Das ist jetzt genau warum. Vielleicht wird da gerade was umgestellt, ohne dass ich am Bescheid gegeben habe. Das geht wieder. Der Blitz war ja bei mir. Junge, ey. Das war... Das waren saftige Spinnenaugen. Und ich habe keinen Platz. Ich möchte aber schon das Gunpowder mitnehmen. Einfach ein Tropenfisch dabei. Wahrscheinlich vom Axolotl. Also sollen wir jetzt alle pennen, oder was? Nein, doch nicht. Aber ist schon krass, gell? Regen, Gewitter, dann wieder Nacht. Die ganze Zeit. Irgendwie ist schon auffällig. Ach Leute, verpisst euch. Ich muss ja besser ausleuchten. Ich muss ja noch viel weiter ausleuchten. Sehr unangenehm auf hart. Die ganze Zeit kennen wir die Mobs. Ja, ich geh jetzt nochmal... hierher.
So, jetzt müssten wir 8 haben. Gut, leuchten wir mal aus. Junge, ist eigentlich fast schon so weit, dass meine Rüstung kaputt geht. Das hatte ich auch noch nie, ehrlich gesagt. Bis dahin haben wir schon irgendwie immer XP-Farm und Mending und was weiß ich, aber diesmal ist alles anders. Aber es ist okay. Ich finde es okay. Blub. Okay, was für Scheiß ausleuchten hier. Ich muss hier Spinnen ranholen. Es ist so viel zu tun. Spinni, Spinni. Ich hätte ja Cave Spider Spawner, ne? Das war natürlich ja so eine Sache. Boah, ist das geil. Ich kann einfach schnell zum Spider Spawner gehen, oder? Wie war's denn mit damit? Ja, mach mal so. Dann leuchtet jetzt dabei nochmal mehr aus. Mist. Junge, ist ja schnell. Ach, es ist dann schon wieder neue gespawnt. Ah! Lass das! Die Dinger gehen an Schwimmer. Ey, es war so komisch mit der Hitbox und du hast mir gerade noch gefällt. So. Also dann. Mich nicht, dass hier irgendwo bei mir noch Monster spawnen können. Yes. Obwohl, mittlerweile, jetzt haben wir schon fast benannt. Spinnenaugen. Also 8. Geht's schon? Nein, geht nicht. Scheiße. Nein, ich habe auch nicht verschwendet. Fuck. Problemstifter.
Ja, doch. Jetzt haben wir die Fläche viel gut erweitert nochmal. Drecks-Phantoms, wirklich. Boom. Das machen wir nicht mehr mit. Alter, ist das nervig hier. Okay. Ich glaube, mit die 16 Spinnenaugen stellen wir schon mal sehr gut da. Schön. Sehr, sehr schön. Zack, zack, zack. Oh ja, aber die Bundles. Oh, stimmt. Das habe ich total vergessen. Das ist ja natürlich ja ultra wichtig. Beziehungsweise nützlich. Genau, dann Eisen durchsmelten. Dann sind wir auch schon gleich beim Amboss. Und dann hole ich mir einen Zombie. Mit einem Nametag. Und ein Nametag habe ich Gott sei Dank schon gefunden. Hoppla. Hier und das Sugarcane kann auch nicht schauen, wenn wir es mal abfarmen. Mhm. Ich hab's so. Ich hab's so gewusst, irgendwer schießt hier. Und dann aber wegschauen, ist klar. Ja, ja. Ihr checkt das schon. Oh, so direkt. Aha. Das ist natürlich krass. Da zündet hier mein Bambus an. Ach, da hinten ist die... Das ist die Mob-Farm. Okay. Wie reizend. Jo. Bumm. Der Zombie kriegt den Namen Farmwächter. Damit er jeder weiß. Sollte man vielleicht nicht killen. Genau. Kriegt dann hier die Trapdoor. Und dann machen wir hier nur die Trapdoor. Dann schauen wir mal zum Breeden. Zwei, 4, 6, 8. Ja, das stimmt.
6 große, 2 kleine. Dann haben wir 11. Somit. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Mühselig. Eigentlich brauche ich das Lapis gerade nicht mehr. Ah, vielleicht mehr so, genau. Was hat hier nochmal Soulspeed 2? Ja, genau. Vielleicht mal ein bisschen Holz farmen und damit meine Dark Oak Wood, damit wir die zu Sticks verkraften und dann verkaufen. Und ich denke, der Kurs müsste dann sein, 4 Logs sind 1 Emerald. Wenn mir nicht alles täuscht. Und wir pflanzen das natürlich wieder an. Ist ja ganz klar. Und Dark Oak ist halt eben wesentlich besser zu farmen, eben als Birke. Deswegen baue ich eigentlich somit am liebsten mit Dark Oak, aber halt auch mit Fichte. Aber diesmal habe ich wieder gesagt, mache ich es mal ein bisschen anders. Was ja auch mal nicht schlecht ist. Aber es könnte halt nervig werden. Den holzen wir noch ab und dann sollten einige Saplings eigentlich droppen. Heart of the Sea, sicherlich. Quirin, sicherlich. Wie gesagt, ich habe hier glaube ich 3 und so richtig brauche halt durch Korns. Habe jetzt nicht vorgehabt, einen Akquisator zu bauen, aber für die Allgemeinheit kann man das ja gern hergeben. Wir müssen schauen, dass hier die Blätter nicht connecten. Weil sonst gingen die Blätter nicht kaputt. Und wir wollen ja die Saplings. Ja, okay, komm. Den horzen wir auch noch nieder. So. Gib mir nur einen Sapling, komm. Dann hole ich nämlich 2 Bäume wieder pflanzen. Nur einen. Hier. Und hier. Und hier nochmal. Okay. Das waren jetzt 4 vor mir.
Ja, okay, dann gib mir nur mehr ein Sapling, verdammt. Ja. Nee, das waren nur Partikel. Geiler Nebeneffekt, du kriegst Äpfel. Das war super. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, okay, scheiß drauf. Dann beute mir eben die Saplings. Oder warte, die gehen wir gleich traden. Muss ich einmal schauen, wie viel ich jetzt direkt traden kann bei diesem Orner Villager, bis er nichts mehr hat. Für diesen Tag. Stone Age, damit ist er jetzt auf dem Level von Quirin. Also, das Laub nervt mich tatsächlich schon ein bisschen. Kuckuck! What a deal! Ja, du Hund. Sorry. Sorry. Der wird es erzählen müssen. Okay. 16 Stück haben wir rausgekriegt. Das ist doch schon mal was. So, kann wir schon mal einmal Fortune holen. Wobei wir eigentlich 4 brauchen. Aber es ist wieder Nacht, das heißt Spinnen. Spinnen ranholen. Okay. Sorry, das nervt mir jetzt einfach. So. Das ist irgendwie ungünstig platziert. Blätterdecken schön und gut, aber ist ein bisschen too much. Spinne! Und ich weiß immer noch nicht, welchen Effekt du hast. Etwa Fire Resistance? Boah, das wirst du bei mir ausprobieren. Das Skelett hat die Spinne zusammengeschossen, jetzt war kein Looting drauf. Ey, du Arsch, ich hätte hier mehr als Spinnenauge rauskriegen können. Hier, Spinnis. Ich weiß jetzt nicht, ob es besser ist mit Fulbright oder ohne. Phantome, ja. Sowieso die nervigsten ihrer Art. Spinne. Skelette machen immer so einen Kack, Mann. Lass mich jetzt einfach meinen Creeper killen. Die dumme Sau, jedes Mal. Alter, wenigstens sind die Spinnenaugen nur da. Rip scharf. Meine Fresse. Ach, was? Ich hole jetzt einfach den Zombie direkt. Dann ist das arg gemacht.
Zombie mit Schwert? Zu riskant. Zu riskant, dass er irgendwas oder irgendjemanden one-hittet. Also, Zombie in der Nähe, bitte. Natürlich nur in der relativen. Oh. Der war... Oh ja, Full Gold Zombie nehmen wir. Herz auf. Wir nehmen den Full Gold Zombie. Ja, aber welchen? Oh boy. Zumindest schon mal den aufpassen, dass er verbrennt. Das ist schon mal eine gute Sache. Ja, suchen wir uns halt auch aus. So. Dann musst du jetzt hier rankommen. Wie machen wir das jetzt am besten? So ist hier nicht hoch. Ich muss hier rein, aber warte mal. Oder mit Kupfer, aber Gold ist cooler. Ja, vielleicht boxt man heute mal. Ja, okay, ich box den. So. Farmwächter. Bumm. Das muss so. Mit Full Gold. Ist ja cool. Oh, Spinne! Und Phantoms. Oh, 17. Oh mein Gott! Krass. Krass. Ja, ich hab schon immer gewusst, wie fucken die hier die ganze Zeit ab. Ja. Ja, so viel zu dem Thema. Was ist das? Mag halt einfach nicht, das lacht halt irgendwie nicht. Dieses Rumgeficke die ganze Zeit, schon ewig mit die Wichser-Mobs hier, Alter. Ich krieg's kotzen, ey. Sag ich schon die ganze Zeit, der Start ist so komisch und anders her. Pisst's eigentlich mal. Wie ich schon gesagt habe, die ganze Zeit mit dem Drecks, wir müssen pennen gehen. Ich sag's ja die ganze Zeit. Irgendwann wollte halt keiner mehr pennen. Weil es nie zusammengegangen ist. Toll. So ein lächerlicher Tod. Aber das muss man sich einmal vorstellen. Du bist voll dir und der sprengt dir einfach in die Luft, das war's. Also normaler. Ja. Wir haben hier 11, 12, 13, 14, 15.
Echt, wie früh ich jetzt schon rumgelaufen bin die ganze Zeit, um die ganze Zeit irgendwie die Drecksmobs nur in der Umgebung wegzuklatschen, weil die mich abfucken. Das ist insane. So, Connection lost wieder. So geil. Darauf gleich mein Beruhigungstee. Im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, nicht seine wichtigen Sachen zu verlieren. Und das ist ja in dem Fall nicht passiert, also alles gut. Oh, geil, Spruce. Und wenn ich das schon wieder sieg. Spruce und Pozzol am Boden. Oh. Das finde ich eigentlich schon sehr geil. Und jetzt schau Mio. Am Strand. Ja, aber da muss ich jetzt durch. Das habe ich mir jetzt ausgedacht. So, 15 Armadillos haben wir ja, genau. Und den Farmwächter. Dann können wir nochmal traden. Ja, ich hab gedacht, der Tod fuckt mir mehrere ab, aber irgendwie. Der ist so schnell gekommen. Dann darf er auch so schnell wieder vergessen sein. Es ist aber völlig valide, der Tod. Enderman, die hauen auch so gottlos rein. Vielleicht liegt es ja an der Lo-Fi-Anime-Mucke im Hintergrund, dass ich doch so ruhig bin. Das könnte sein. Vielleicht bin ich aber einfach nur freaky. Freaky. Ja. Ah, oh hey, schau hier. Es gibt da einen Discount. Was, wir machen jetzt auch noch weiter. Das Holz wird die eigentlich ja nicht mehr zum Bauen, aber... Der einen Discount hat. Okay. Oh, geht nicht mehr halt, oder? Was könnte denn sonst noch geben? Strings? Strings, glaube ich, gibt's einen Dupe. Aber ich glaube, in dem Fall werde ich den nicht verwenden. Hier schon mal bei ihm können wir Papier abgeben. Vielleicht mache ich das mal in nächster Zeit, dass ich einfach mal einen so eine automatische Sugarcane Farm baue. Man ist ja gleich aufgesetzt. Und dann rattet ihr einfach die ganze Zeit durch. Von mir aus mache ich dann auch noch einen Crafter direkt. Weil warum nicht? Und 48 MLs lassen sie jetzt aber auch wirklich schon sehen. Kupfer. Echt jetzt? Das ist jetzt der Drip oder was? Crazy. Wie war das jetzt mit, du bist in der Deer-Huts gewesen und jetzt hast du ein bisschen Netherite rangeholt? Echt so.
Warte mal. 4 bis 30 Stacks. Er meint wahrscheinlich 4 Stacks und 30 oder so. Oder 4 bis 30 Stacks ist ja krass. Ja, aber... Ich meine, ich kann ja schon mal ein bisschen terraformen, weil so wie es jetzt ist, möchte ich es nicht so hundertprozentig lassen. Aber wie früh das im Endeffekt wäre, das ist die Frage. So, das möchte ich ein bisschen abflachen. Das möchte ich ein bisschen abflachen. Hier möchte ich FWR noch ein bisschen abflachen. Ja, es scheint der Eindruck, dass ich was Flaches mag. Aber nein. Oh mein Gott. 30 Stacks tatsächlich. Ja, Bro. Aber dann doch nicht bei mir. Ja, da muss er echt schon am Wüste zu misshandeln, ganz ehrlich, weil das ist too much. Oh, Alter, die Schilder haben mir jetzt unten so einen Stamm wie die Rinde. Ja, da schau her, ich habe ja eh schon mal ein bisschen an Anfangssand. Hier, dann tue ich hier schon mal ein bisschen Terraform. -400? Minus 1500? Ist das ein neuestes Projekt? Sandinsel? Das hört sich doch interessant an. Aber hier, ich sponsere ihm schon mal gleich ein bisschen was. So, die Fackeln, die wir wieder platzieren, damit ja nichts passiert. Mei, wer weiß, für was man den Bambus mehr braucht. Warum tue ich den so auseinanderbauen? Na egal. Ja, ich werde hier natürlich was ausheben und dann gibt es einen Keller unten rein und da kommt schon einiges zusammen. Das wird ja sowieso wegbauen hier oben. Dementsprechend. Okay, so. Boom. Bisschen Bambu. Bam, 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 bam. So, Leute. Jetzt gibt's wieder Rambazamba. 16. 17. 18.
Song, ja. So, wie war das jetzt? 18 Armadillos. Das heißt, ich brauche jetzt nur mal 9 Spinnenaugen und dann haben wir es schon. Dann tue ich vielleicht die ersten schon mal rüber, oder? Ja, doch. Oder ne, was war's? Bleib nur mit drin. Bleib nur mit drin. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht lasse ich die erst mal auswachsen. Die Mucke ist aus. Aber warum? Ich mag, was du sagst, aber ich verstehe kein Wort. Wenn man dabei bedenkt, Quirin, du hörst es, du wirst es sicher hören. Wenn man dabei bedenkt, dass ich im ersten Stream gesagt habe, Alter, ich kann jetzt dieses Achievement überspringen und dann gleich direkt auf Dias gehe. Und jetzt kommst du daher und machst dir die erste Iron Pick. Das ist krass. So, Spinnen ranholen. Hater. Wirklich nimmer viel Spinnen. Vielleicht ist das die letzte Nacht. Gimme. Gimme that. Gimme that shit. Oh, gimme the cheat. Gimme the cheat. Komm, gib mir Dreier-Drop. Oh yeah. Oh yeah. Gib mir du auch den Dreier-Drop. War das ein Vierer-Drop? Kack mir jetzt nicht ab, Alter. Wenn es gut läuft, brauchen wir nur noch eine Spinne. Na? Dummes Arschloch, ey. Creeper sind jetzt wirklich die originalen Wichser geworden. Und Skelette. Die itzi-bitzi Spinne. Ah, schau mal, das ist ja eh schon krass über die Sache gewachsen. Schaut ja eigentlich quasi so aus, als müsste zu sehen. Oh hey. So. Hallo Enderman. Ich find's aber irgendwie krass, dass diesmal. Oh, yo! Du blöder Pisser, ey. Der andere mit der Spinne. Mit dem Schwert, meine. Der andere mit der Spinne, ja. Lass mich kurz. Junge. Lass das! Ich mag das gerade nicht. Ja klar, oder reicht es rum? Der hat gerade echt die Strings fallen lassen, nur um das Schwert aufzuheben. Hab ich auch noch nicht gesehen. So, brauchen wir doch noch mehr Spinne. Super. Da! Target locked. Oh, jetzt ist die spawned. Aber daneben ist noch mal eine. Ist die Adi spawned oder ist sie nur weggegangen? Oh, Double. Ja! Das war's!
Was machst denn du da schon wieder? Ich hab hier gerade ausgeleuchtet. Ja. Das ist Wahnsinn. Genau, also wie war das jetzt? 18 Hobby. 18 Armadillos. Also sie brauchen nur mal 6 Stück. Das heißt, die braucht 12 Spinnenaugen. Der Rest wird eingelagert. Jupp. Geiler Scheiß. Ich kann mal ein bisschen den Talk geben mit Jonas und Queeren. Denke mir mal. Ich baue jetzt ein bisschen weiter hier, hätte ich gesagt. So ein bisschen grundrissmäßig und blablabla. Und währenddessen kann ich dann nebenbei immer die Armadillos breeden. Stecke mir mal so ein bisschen einen Grundriss wieder ab. So. Oh ja, das ist perfekt sogar. Wenn ich jetzt hier mal 5er Schritte mache, dann ist hier der Abschluss. Dann wird es hier enger. So eine gute Sache. Dann möchte ich hier nochmal einen Stempel machen. Irgendwie so. Ist das kriminell? Jetzt steht da unten wieder so ein frecher Zombie. Einfach so. Moment, da ist Licht. Echt Wahnsinn. Okay, scheiße. Jetzt glaube ich, jetzt merke ich, dass mich doch ganz schön fuchst. Je mehr ich drüber nachdenke mit diesem Tod. Ich hätte mich schon lange eigentlich gesagt, so, ja, holen wir mal irgendwie so Totems ran oder was weiß ich. Ich habe nämlich einen Outpost ja gefunden, ah. Einfach nicht drüber nachdenken. Einfach nicht nachdenken. Ja, und jetzt kommt er sogar her. Er besitzt die Frechheit. Wahnsinn. Irgendwie mache ich immer gern zuerst von innen so die Grundrisse. Und du hast dann irgendwie außen verzieren, verbessern, was weiß ich. Weil sonst habe ich nicht so die Ideen. Oh, wenn ich hier aber dann nur mit das schmäler mache. Oh ja, doch. Ich habe ja eine Idee. Ja, ja, ja. Ich die Muster in den Boden eigentlich machen? Wahrscheinlich schon.
Aber das kann ich ja dann auch immer noch machen. Ich überlege jetzt nur, wann ich hier die Stufe nach unten gehe. Ja, dann hätte ich hier auch mal gern das nur normal machen. Dann da die hier auch mal enger wären. Dass dann hier die Türen sind. Und dahinter geht es uns runter. Und hier wird es dann wieder ein bisschen breiter. Ja, irgendwie so möchte ich das machen. Mhm. Ja, doch. Hm. Treppen oder Slabs? Wahrscheinlich eher so. Aber ich möchte dann hier doch auch nur so einen Stamm. Die füllen wir natürlich wieder schön auf. So. Sowas in der Art. Das wird mein Schlafgemach. So, mit Glas überall. Mit Ja, jeder sehen kann. Ja, ich habe hier Platz für 2 Betten. Mit Ja, jeder sehen kann, was hier los ist. Ich mache jetzt hier nur mal grob einfach dicht, damit irgendwas steht. Oh stimmt, ich habe ja hier eigentlich ein Diorit nur am Boden. Ich mache dann nur irgendwann die Musterei. Wenn mich die Muse küsst und ich merke, ey, das wäre eine gute Idee. Müsste eigentlich hier noch Diorit. Ja. Erstmal ist es okay. Nur mal grob. Dann möchte ich hier aber komplett Glas außen. Das macht's wahrscheinlich nicht so schön. Ich denke fast, dass ich hier sogar das Glas außen versetzt herbaue. Oder Glasscheiben?
Ah, schwierig. Oh, die machen hier nur mit einen Sore. Und das ist es dann im Endeffekt. Ja, es müsste eigentlich arg lange. Ja, doch, wahrscheinlich so in der Art, ja. Aber wie hoch machen wir das? Okay, Jungs, Sie müssen hier schon einen Vierersprung schaffen normalerweise. Machen wir 3. 3 hohe Fenster. Oder 4, ich glaube eher 4. Und darüber da die Balken legen. Also sowas hier. Oder ein Meteorit. Nee, doch, hier. Entrindete Birke. Aber ich möchte trotzdem nach außen versetzte Fenster. Ja, doch. Okay, was ich mache jetzt hier mit das grobe Gerüst fertig? Mir gefällt das immer sehr gut, wenn das immer eins nach außen weiter steht. Genau so. Ja. Ja doch. So ungefähr soll es sein. Ja doch. Oder? Ich finde das gar nicht so schlecht mit der entrindeten Birke. Oh ja, das ist eine Fehlplatzierung. So. Ich mach's außen schon noch schöner. Hauptsache von innen passt dann erstmal. Hier kann man nochmal Sand. Sand. Genau. Breeden. Sumsebiene. Natürlich breeden wir die Armadillos. Also. 19. 20. 21. 22. Ja, okay, jetzt. Jetzt möchte ich die ersten schon mal rüber da. Nein, möchte ich immer noch nicht. Die sollen auswachsen, verdammte Scheiße. Hm. Kommt's raus.
die Kleine tue ich dann wieder in diesen Boden rein. Hey, hey, was ist mit dir los? Hey, 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 der verpisst sich immer. Hier, plupp, wieder rein. Mist. Also irgendwie... Weiß ich nicht, warum der eine da hinten immer so Schiss hat, aber der soll ja langsam mal herkommen. Hallo! Ja. Dann an die Leine. Genau, komm her. Dass hier ja nichts verloren geht. So, ihr bleibt jetzt mal hier auf dem Haufen. Jetzt muss ich die Kleine wieder runter. Klein, klein, klein. Rein. So. Hallo. Ja, wenn man sprintet, dann haben die Angst. Was vielleicht ganz gut ist, weil dann bewegen sie sich nicht. Gut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Was? Bleib mal hier jetzt. Ey, du bist wieder so ein... Also nochmal. Das ist wie so ein Wimmelbild bei Mario Party. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Und dann sind 4 da drin, dann haben wir 19. Ja, okay, eigentlich, ich kann die letzten ja dann im Nachhinein noch hinzufügen. Hallo? Du bist der Dumme, der nicht mag. Das ist ja kriminell. Ja, und jetzt müsst ihr alle hier rein. Oh mein Gott. 1. Zwei. Ah. 3. Wait. Okay. Vier. Jetzt, ich komme mir ein bisschen vor wie beim Minigame aus Donkey Kong 64 bei Biber Butzemann. 5. Da hat man nämlich verwandelt in einen Klapptrap. Und dann hat man auch die ganze Zeit die Gnaughties, oder wie die genau kosten. Ich glaube, so in ein Loch in der Mitte der Stage reinjagen müssen und die wollten einfach nie. Das war ultra schwer und jeder hat gesagt, das ist rigged. Ich habe aber das Gefühl, ich habe dann irgendwann eine recht gute Taktik gehabt. Aber ich habe natürlich schon wieder ewig nicht gespielt. Komm. Befülle den XP-Orb. Ja! Ja, ihr konntet natürlich da drin eigentlich auch noch breeden, gell? Das ist ja das nächste. Alter, wie viel Scutes!
Guck mal, die kriegen jetzt Damage, aber die haben nur Angst gehabt. Alles okay. Ist gut. Woher waren jetzt die Fackeln? Machen wir mal so. Wir schauen mal, wie das wirkt. Und dann da außen das Glasobringer. Wäre jetzt meine Idee gewesen. Oder ich mache komplett so, aber ich glaube, das ist too much. Ich möchte schon noch eine gute Sicht haben. Machen wir jetzt einfach mal. Ich muss sie dann oben auch nochmal. So aus Holz vielleicht. Ist vielleicht nicht blöd, ja. Aber ja, mir gefällt das. Mir gefällt das von innen. Doch, das ist gut. Kann die einmal gleich ein paar Leitern machen? Machen wir es so. Ja, doch. Doch, das ist okay. Gibt ein bisschen Tiefe. Das passt. Ja, der ist interessant. Ich glaube, die müssen wir uns aufbeuten fast. Den Villager-Zombie. Komm mal mit. Ich habe ja einen gemütlichen Platz für die. Das Coole ist, du kannst ja nicht verrecken in der Sonne. Wegen dem Helm. So. Ja, und ich muss sagen, mir gefällt's. Ja. Oh. Glas aus. Ich sitze im Glashaus. Mir geht das Glas aus. Vielleicht tue ich das Ganze da mal ein bisschen abändern, wieder zum Beispiel das Glas, vielleicht in ein dunkleres Glas oder so. Ein bisschen abdunkeln. Ich glaube, das war cool. Wait. Wo ist denn meine Kohle? Hä? Ach, die komplette Kohle habe ich hier drin. Okay. Das wird hier nicht. Okay, warte. Machen wir es doch gleich so, wenn es sich so gut ausgeht. Gut. Sollte ich nur mal ein bisschen Holz holen für Emeralds. Also im Prinzip ist es ziemlich egal, was ich jetzt am Anfang mache, weil alles ist effizient. Oder ja, vielleicht, na, effizient ist vielleicht das falsche Wort. Aber alles bringt dir was.
Weil du machst überall Progress. Das ist der Punkt. Den merke ich mir. Und das letzte. Brrr. So. Okay. Da möchte ich dann noch so eine Umrandung machen. Aber vielleicht dann sogar eher mit Dark Oak. Nehmen wir mit einem anderen Holz, weil mir das wesentlich besser gefällt einfach. Ja, das passt dann wieder nicht so rein. Oder so einfach den Boden gleich ändern. Oder ich bleibe einfach bei Birke. Aber ich sag's euch, wie es ist. Birke ist einfach nicht mein Ding. Irgendwie sowas. Ja, eigentlich gefällt es mir. Vielleicht durch die zwei Blöcke dann mal nur ersetzen durch irgendwelche Leuchtenblöcke. Oder da drunter. Ja. So grob in die Richtung. Ja, Gemüse. Wie gesagt, keine Ahnung, aber ist geil. So. Kann ich jetzt die letzten zwei schon bilden? Schauen erstmal, ob die anderen schon groß sind. Nö. Ich denke, das heißt nein. Wie geht's denn weiter? Mit der Farm? Den Zombie haben wir ja schon redo. Ach so. Wir müssen nur mal eine Trapdoor platzieren. Sozusagen zum Aktivieren. Machen wir das hier. Wenn hier der Zombie ist. Der Zombie ist weg. Ich hab dem doch den Name-Tag gegeben, oder? Siehst du ihn an? Was ist jetzt damit passiert? Es bleibt nichts anderes übrig, als mal nachzufragen.
Puh, ist jetzt natürlich wieder die Frage, ob das bei einer Trapdoor... Ah, schon hier, er ist auch weg. Frisch. Ja gut, also das sind so Sachen, woher soll man die wissen? Aber bei einer Trapdoor? Brutzelt das so durch oder wie? Verbrennt der einfach unter der Trapdoor. Okay. Ich hab gemeint, der ist hier safe bei einer Trapdoor. Aber dann halt nicht. Dann brauche ich ein Nametag. Komme ich da jetzt nicht ran, oder? So. Ah, stimmt. Das geht ja nicht, weil die sind ja... Die sind ja Glor. Genau deswegen habe ich die da drüben lassen. Aber dann müsst ihr einfach wieder rauskommen. Es ist krass, ey. Also Hyde. Hyde basieren so viele neue Sachen. Wait. Wir haben 19, gell? Was? Ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt irgendwie voll verpeilt, wie viel wir haben. Naja, jetzt habe ich es doch verpeilt. Juhu. Super. Dann machen wir hier auf und dann muss ja hier nur ein Trapdoor her. So. Mei, vielleicht tue ich nur mal Armadillo breeden. Ja, komm. Ich glaube, die ist effizient genug. Ohne Scheiß. Dann brauche ich einen Zombie. Und jetzt muss ich Nametag schnorren gehen. Optimal. Aber ich nehme nur eins, weil ich nur eins brauche. Dann müsste mir nur das Dorf zogen werden, bei dem der Mending Villager ist. Wenn mir nicht alles täuscht, war die sogar relativ günstig. So sagt man zumindest. Die hat der queeren Sand abbaut. Kann ich mir zumindest vorstellen. Oha. Oh ja, 3 Nautilus schon. Oh, leck. Ja, dann suche ich mir nur mehr einen Zombie. Na, toll. Und baue dann ein Dach. Das ist mir halt auch neu gewesen, dass der da einfach Durability verliert. Hm.
Aber man lernt ja nie aus. Blub. Traurig. So. Farmwächter. Fernwächter. Oh mein Gott. Der Fernmeldetechniker. Farmmacker. 2.0. Ne, ist ja nicht 2.0. Das ist der erste. Farmmacker. Und welch Zufall, es wird gerade Nacht. War schon cool, wie wir das langsam mal in Betrieb nehmen können. Er war trotzdem cool, der Farmmacker. Der Farmwächter. Mit der Goldrüstung. So ein 0815 Zombie, der kommt mir nicht ins Haus. Also. So weg kommt's noch. Vielleicht möchte ich ja dann hier tatsächlich so eine Decke drüber machen, allgemein. Wer war's? Aber jetzt baue ich erstmal. Irgendwie sowas Glorens. Einfach damit nichts passiert. Für alle Beteiligten das Beste. Diese Schisser. Okay, normaler Zombie. Vielleicht nehmen wir einen normalen Zombie, aber irgendwie wäre das schon lasch, aber irgendwie juckt es mir sehr wenig, ehrlich gesagt. Okay, normaler Zombie. Mag jetzt nicht länger rum da. Ach, Skelett. Fuck nicht ab. So, jetzt kommt's mir her. Der coolste von euch kommt in das Loch. Für gewöhnlich. Okay. Das hat man auch noch nicht. Farmmacker. Das ist er wirklich jetzt. Okay. Farmmacker. Ich kenne tatsächlich die Mechanik dahinter nicht ganz. Also, der Zombie muss ja... Normaler Zombie. Der Farmmacker muss ja irgendwas damit zum Tor haben, dass die Farm überhaupt funktioniert, weil sonst macht es ja keinen Sinn, oder? Wie schaut es denn da hinten aus? Sind schon einige wieder erwachsen? Ja. Und du jetzt einfach nur mal 2 breeden. Also 4 Armadillos miteinander für 2 weitere. Ja, mehr geht eh nicht. Nein, wenn sie dann an Entity Cramming sterben, dann ist es halt so. Jetzt. Keiner hat Bock oder was? Dann halt nicht. Ja, jetzt ein bisschen unangenehm schon, aber... Ja, toll.
Okay, was war's, dann ist mir jetzt egal. Du kommst her. Oh mein Gott, das war mein Helm. Junge, das ist so nervig, Bro. Jetzt habe ich den sogar geschlagen. Wegen Eichpissern. Helm kaputt. So lang spielen wir hier schon. Das kannst du nicht ausdenken. Hallo. Blub. Gut. Ist die Leine gerissen? Nee. Komm jetzt her. Komm jetzt her. Langsam nervt mich die scheiß Armadillos, wirklich. Ich kann eigentlich nimmer singen. Bleib jetzt drin. Mit Gewalt. So. Ich gehe davon aus, dass die Armadillos dann einfach durchgehend Angst haben vor dem Zombie. Deswegen sich verkriechen, deswegen können Damage kriegen, wenn sie auf dem Campfire stehen. Aber weil sie gehittet werden und den Infested Effekt haben, spawnen die oder werden die Silberfische erschaffen. Die fliegen dann hier raus und werden einfach rübergespült und dann lecker Schmecker. Ja, scheiß drauf. So. Das war's. Mehr gibt's nicht. Jetzt warten wir einfach nur noch, bis die erwachsen sind und gut ist. So. Aus die Maus. Da mache ich jetzt nichts mehr. Das war's. Theoretisch kann man es ja schon mal ausprobieren, ne? War natürlich Sweeping Edge am geilsten. Ja, sowieso Progress. Ah ja, stimmt. Und ein Feuerzeug. Dabei habe ich, glaube ich, eine Corn Flint. Hoffentlich habe ich Kies. Nein. Habe ich stackweise weggeschmissen beim Traden. Wenn ich mir gedacht habe, kriegen wir ja so ran. Jederzeit. Ich brauche nur einen Kies.
Miko auch eine Mission. Aber anders. Wir machen den Kies jetzt so lange kaputt, bis da auf Flint rauskommt. Und da ist er. Es ist kosten, es funktioniert so. So, entfestet. Oh, schon geht's los, ja. Jetzt bin ich gespannt, wie schnell das geht. Man klar, ich habe keine Sweeping Edge. Aber wir machen trotzdem so ein Damage. Wir können hier nicht gehittet werden. Die Infested Potion wirkt 3 Minuten. Vielleicht mache ich hier nur so einen Auto-Brewer. Kombinieren wir noch irgendwie mit so einem Knopfdruck und dann Abfahrt. Ist aber interessant, wie viel. Warte mal, vielleicht können wir mir so hinstellen. Machen wir so. Ist interessant, wie viel da gespawnt wird die ganze Zeit. Also es gibt schon gut Level, ne? Es ist jetzt halt ein bisschen so eine Sache. Wären die immer mehr? Ja, eigentlich müssten die dann an Entity Cramming verrecken. Irgendwann. Aber ich habe mittlerweile so viel XP um mich herum, die kann ich gar nicht so schnell aufsammeln. Also die läuft jetzt 3 Minuten lang durch. Ich muss jetzt eigentlich 3 Minuten hier weiterkloppen. Es ist schon sehr viel XP. Ja, doch, hä. Hat sich gelohnt. Ich denke, jetzt kann das gute Equip kommen. Schauen wir uns einfach mal, wie weit es geht. Ah ja, Infested ist vorbei. Und das war's. So. 44 Level stand jetzt. Wir haben irgendwie 13 gehabt oder so, also wirklich nichts Nennenswertes.
Zombie kann nichts passieren. Es läuft immer noch. Ich krieg immer noch. Junge, die XP ploppen immer noch rein. Das kann so nicht sein. Oh, jetzt ist gleich vorbei, oder? Jetzt. So, im Mietkämmer? Oder? Ich glaub nicht. Und jetzt, je mehr Armadillos wir haben, desto mehr Silberfische kämen raus. Deswegen packe ich die dann an oder rei. Dann passt es. Ja, doch. Und ich sag dir ganz ehrlich, um das Ganze hier irgendwie serverfreundlich zu machen, beziehungsweise eben Dulli-freundlich, ist es vielleicht echt eine Play, wenn ich anstatt der Trapdoor dann oben das Panzer hier baue und so. Ja, wenn du was zum Zorn hast, Jonas, dann Abfahrt. Und warum ist jetzt... Hast du hier das Skelettfett zu mir rübergebracht, oder was? Warum denn das? Dann schauen wir uns doch mal den Butzer an. Oh, danke. Danke für das Skelettpferd. Ultra rare Shit. Aber es hat ja schon einige Male gewittert. Aha, aha, ja. Geile Butze, ja, ja. Mhm. Ist crazy. Oh, jetzt wird so enchanted, Alter. Jetzt so enchanted, nochmal neuer Helm und alles mögliche. Ja, ist mir schon klar. Oh mein Gott, das Sanduhr! Ah, Sanduhr. Okay. Der one's nicht round. Oh! Aha, Rüstungen ausstellen, sehr geil. Aber Jonas, da fehlt noch Rüstungsständer für... du weißt schon, Netherite. Wow. Boah, der ist sick, Alter. Der scheppert. Jo, dem da die niemals vertrauen. Ich schwöre dir, ne. Ich spring da nicht, kannst mir mal. Ne. Geh hier schön manuell wieder runter. Oh. Geht nicht. Hm. Ja, fuck. Ich bin ja immer sicher, wenn ich das mache. Und ich mache nichts kaputt. Oh. Ah, alles klar. Okay, es ist schon geil, auf jeden Fall. Mich hat das nur anfangs verwirrt mit dem Begrünen, weil das ist ja dann doch ganz was anderes geworden, sondern es ist einfach Sand. Kommt jetzt da noch
Können wir jetzt da noch was oben drauf oder so? Oder brauchst du da Dead Base Ray im Endeffekt? Aha, okay. Geil. Das ist schon fett. Vor allem, wenn du da mit der Elytra dann ranfliegst. Puh. Das kann was. Sick. Wait, warte. Kamerafahrt. Ah. Telefon. Ja. So schaut es aus, ne? Ist sick. Ist auf jeden Fall unique. So. Ich misshandle jetzt den Enchanting Table. Ja, ich muss mit frischen Helm machen. Das geht nicht anders. Let's go. Prot 4. Aqua Affinity. Nimmer. Oh ja, stimmt. Schauen, ob sofort immer, ob wir Featherfalling draufkriegen. Featherfalling war schon immer so ein bisschen ein Problem. Featherfalling 3 aber nur. Aber wenn wir jetzt Featherfalling nur auf ein Buch kriegen, wäre sick. Es sind auf Prop 3. Ist ja eklig. Nimmer. Death Strider gibt's ja auch noch. Eieieiei. Ne, Dornen sicher nicht. Bin der Dumbdad. Not again. Luti können wir ja wieder runter da mal, weil das ist ja nicht alles. Das können wir zur Not irgendwie später nochmal hinzufügen. Nur Unbreaking ist mal wieder klasse Streich gewesen. Hier, Featherfalling 4. Let's go. Und Unbreaking 3. Ist schon mal gut. Aber gerade bei den Schuhen haben wir noch sehr viel Arbeit zum Tor. Oh boy. Aber Featherfalling ist schon mal das Wichtigste. Dann brauchen wir noch Prot 4, Death Strider 3, Soul Speed 3, dann haben wir Soul Speed 2. Und natürlich Mending, das hast du mal 4 Sachen. Aber ich denke, das kriegen wir von der, wie sag mal, Wertigkeit, von der Teuerheit kriegen wir das hier. Ich glaube, wie sagt man da? Smite brauche ich jetzt auch nicht. Also, Unbreaking Enchantments sind wirklich zum Kotzen gerade. Looting 2. Vielleicht kriegen wir noch mehrere dazu. Smite, ach komm. Was hätten wir jetzt auf der Legends? Fire Prep, nee. Okay. So schaut es momentan aus. Muss ich mir die Bücher ranholen. Ich habe einiges an Leder immer mitgenommen. Gehen wir gleich mit dem Wald. Alter Jonas, möchtest du irgendwie so den Wald aber wieder nachpflanzen oder hast du keinen Bock drauf? Ja, der war vielleicht mal diese Misshandlung wegbauen.
Nerv nicht. Und dann kriegen wir da instant wieder 3, weißt du? Kannst du mich mal echt in Ruhe lassen jetzt. Autsch. Ich glaube, ich baue mir echt das Sugarcane Farm. Mache ich jetzt auch. Oh. Das war der Librarian. Mending. Aber so dire. Uff. Man, klar, ist machbar. Kannst du nochmal refilmen, bitte? Oder halt nicht mehr? Anscheinend nicht. Okay. Ja, ich mein, Mending, scheiß drauf. 32 ist halt echt nicht so geil, aber... Na klar, Quirin kannst du mal Farm usen. Ich zeig dir nur kurz, wie es funktioniert. Außer du weißt es schon, keine Ahnung. Am besten lernst du, wie man Potions braut, die infested. Also Treffpunkt an der Farm, ja? Denen geht's gut. Rein vom Prinzip her können wir uns schon mit 3 Mending holen. Und ich glaube, das mache ich auch. Ich habe hier schon mal 5 Bücher und 52 Leder, was sehr stark ist. Ich habe mir selber einen Full Enchanter bauen, aber jetzt ist erstmal die Prio woanders. Soundkulisse ist eher so meh. Aber mein Gott. Gut. Dann, ach stimmt, die Leine. Ich habe nur mehr. Das machen wir mit Spinnenaugen. Wait, ich habe doch jetzt alle verbraten, oder? Hey, gehst du da weg? Wait. Das geht?
Okay, ich find's geil. Kannst du dafür jetzt echt Blütenstaub mitnehmen? Ich wollte vorher schon mal sagen, so, oh cool. Geile Blüten oben. Tatsache. Sachen gibt's. Warum möchte aber immer der Kleine als erst raus? Das ist derjenige, der nicht raus soll. Hallo. Sind die anderen zu fett oder was? Lol. Unnötig mit Gewalt. So, jetzt. Für noch mehr Effizienz. Jetzt können sie das wirklich mal einer verreckt. So rennt sie die Crabbing, aber ja. Dann ist es halt so. Einmal bitte die Leine. Hey. Also. Lol, hier geht's ja. Ich trottel. Eigentlich könnte ich die Trapdoor hier wieder wegbauen. Weil... Na, die muss ich lassen, weil wenn die da oben den... Ja, boah, ich kann es doch wegbauen. Weil das Feuer wird ja immer an sein jetzt. Naja. Ja, jetzt ist der Ack raus. Gut. Gut, ich denke, die Effizienz ist nicht von Hand zu weisen. Und das Loch machen wir wieder zu. So. Jupp. Gefällt uns. Das mögen wir. Scoot. Ein Spinnenauge ist übrig.
Jetzt der mal wieder Holzfarm. Aber eigentlich, ich möchte unbedingt mit Spruce Holz farmen. Muss ich mir mal welche nicht chopsen. Darkwood ist auch schon nicht schlecht, aber Spruce ist besser. So, an Bord. Ich hätte irgendwie schon noch gern mein ganzes Equip irgendwie recht schnell in die ultimative Form bringen. Vor allem habe ich halt ein bisschen Schiss, dass sie mir halt hier bald wieder abkratzt, ne? Und das möchte ich halt erstmal nicht. Ich habe jetzt nicht vor, so schnell wieder Dias farmen gehen zu müssen. Und der Rüstung ist halt relativ teuer, immer nur für den Anfang. Und der zweite Helm ist ja schon krass, dass ich einen braucht habe. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir den Villager Breeder aufsetzen, dann sollte das alles doch wesentlich besser gehen, oder? Dann können wir unendlich Villager ranholen, so wie wir es wollen. Das hat letztes Mal schon echt gut funktioniert. Das war, glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Hoppale. So, anpflanzen wollt ihr. Ich meine, wenn ich mir jetzt noch direkt Mending hier irgendwo drauf klatsche. Ja, das macht, also, bei dem unverzauberten Zeig macht es keinen Sinn. Aber wirklich Zero. Oh. So, jetzt aber. Schleif mal. Jetzt bin ich gespannt. Ja, hat irgendwas mit 40G. Ja, ja. So geil. Perfekt. Jo, Alter, kannst du mir aufhören, hier irgendwie auf den anderen Villager zu geiern? Oh lol, hier ist ein ganzes Level drin. Ja gut, ist so. Junge, die dürfen sie doch nicht... Oh, was? Sollen sie die anschauen? Geht das so? Ich weiß nicht, ob das so soll. Pass mal kurz auf, ich möchte kurz was ausprobieren. Schön mal. Dreht er mit dem anderen, ja klar. Was denn da sonst?
Naja. Egal, dann bauen wir es wieder zurück. Wer hat schon seinen Sinn haben? Okay. Aber weitere 16 Emeralds ist ja schon mal nicht schlecht. Soll ich mir jetzt dann einfach gleich... Ach, ich weiß doch, es ist doch so schwierig. Schauen wir erstmal, was für Enchantment dabei rumkommt. Stimmt. Mhm. Also, das ist fett, das ist fett, das ist fett, das ist fett. Muss ich hier nur noch FE5, 4 FE5, FE5. Oh, ja doch, FE5. FE5 und noch Fortune. Passt. Aber hier schaut es noch ganz schwierig aus. Prot 3. Dann brauche ich Bücher. Dann muss ich jetzt ran an die Bücher. Piss dich Skelett. Piss dich Creeper. Puh. Geil. Wenn wir jetzt was Geiles rauskriegen, auf Level 30 geht, dann war es schon echt cool. Aber auf die Silk Touch Picke kann ich schon direkt Mending draufhauen, weil da müssen wir nur eine FE5 rauf, beziehungsweise nur eine FE4. Das heißt, die Kombinationspunkte sind irrelevant, da müssen wir nicht aufpassen. Das ist natürlich nur ein ungünstiges Setup, dass wir immer so hin und her davon müssen. Knockback. Ja, dann machen wir hier diesen. Sharp 3 wieder. Drop 3 wieder, na toll. Prot 3, ey komm. Ist Prot 4 so selten worden mittlerweile oder was ist das jetzt? Piercing, ne, das brauche ich auch nicht. Schwierig, schwierig. Wie wär's, wenn ich mir einfach mal 3 Mending kaufe? Dass es dabei ist einfach. Mach ich jetzt. Aber wenn es bessere Preise gibt, aber ja. So ist es leider. Schön die XP wieder mitnehmen. Ist sozusagen Cashback. Gut. Dann back to my Anvil. Und dann kommt das schon mal aufs erste Tool. Und dann kann ich die Silk Touch Picke auch gleich Netherite machen. Dann ist das Ding fast durch. Und dann passt das. Weil was gemacht ist, ist gemacht. Dann Hearts mit Durability ist sowieso ultimativ dann.
Ultimativ ist das. Okay. Da immer noch einen kleinen Sugarcane-Automaten aufsetzen. Oder einen großen. Hätte schon Bock auf einen großen, aber das habe ich ja immer. Als ob der schon so krass beschädigt ist jetzt. Hakt's aber dann. Also, Silk Touch. Und die benenne ich natürlich einmal gleich in Maris Silk Touch, damit nichts verloren geht. Ja. Genau. Und das war's dann. Das ist es schon. Juhu. Und dann machen wir hier diesen Spaß hier raus. Bam. Das erste Netherite Tool. Gefällt mir. Lastkraftwagenfahrer. Lastkraftwagenfahrer. Okay. Ja, dann ran an den Breeder, Villager Farm. Stimmt, die wollte kurz Sugarcane wollte ich nur bauen. Was brauchen wir dafür? Wahrscheinlich wieder sehr viel Eisen, na super. Wie viel kann man hier reinschmeißen, damit ich es immer habe? Achso, ja, Heart of the Sea, Moment einmal. Ich wollte doch nur Heart of the Sea. Ja, das holt er sich dann schon. Observer brauche ich? Ach, da brauche ich Quarz, gell? Haha. Habe ich ja komplett weggeschmissen wieder, das ganze Quarz. Es läuft anders diesmal. Sagen wir mal so. Obsidian habe ich hergenommen für dieses wichtige Teil. Ja, Alter. Ich bin so scheiße vorbereitet diesmal. Es ist insane. Ich krieg's kotzen. So, machen wir mal so. Und dann gehen wir von mir aus jetzt an den Breeder. Folge mal. Ja doch. Einfach nur Breeder. Vielleicht kann ich nur ein bisschen Essen machen. Ich denke mal, dass wir allgemein vielleicht nicht schlecht wäre, wenn wir uns mal ins End begeben. Einfach für die Elytra und Schalker. Okay, ich habe jetzt gerade offiziell vergessen, was ich machen wollte. Jetzt ist es soweit. Ich bin einfach nur hier rübergegangen. Essen. Ich wollte hier wie Kartoffeln chopsen.
Okay. Oh. Oh, Eisenschwert, Upgrade. Aha, ich sieg schon. Stark, stark. Oh, jetzt der Enderman. Tolle Interaktion. Gefällt mir. Zwar giftige. Lol. Kohle. So, dauert zwar länger, aber scheißegal. Gut. Dann... Ja, ich sollte eigentlich vielleicht auch nochmal... Ich brauche eigentlich nur... Na, das war Fortune 1, gell? Da drüben. Das heißt, ich muss die zweimal zusammen da. Ja, da geht's nicht anders, gell? Ist ja egal. Es wird auch nicht so teuer. Ja, fuck, Alter. Fortune ist schon wieder das Wichtigste. Habe ich gerade einen Lavasee in der Gegend? Gar nicht, da. Ja, okay, hier könnte ich mir ein bisschen was jobsen. Ja. Ja, dann mache ich das mal. Denn, die Mucke ist wieder aus. Schön, schön. Denn ich möchte jetzt mein eigenes Nether-Portal. Ich möchte endlich mal wieder mein Shit benannt haben. Nicht immer bloß hin und her dafür. Das ist komisch, das habe ich irgendwie immer gemacht. Mein Shit benannt haben. Bloß diesmal einfach nicht. Was auch nicht, warum. So, ich schnapp mir das jetzt einfach. Wird schon kein stören, oder? So. Jawohl! Dann ist vielleicht auch nicht schlecht, das direkt mit dem... mit der... ja, kann man sagen... mit der Nether-Decke zu verbinden, ne? Aber jetzt erstmal denke ich mir so, ja, dann komme ich schnell rein, komme ich Quarz holen. Und ich bin einer, ich mache mal die 3x3 Portale. Und ein bisschen mehr kann ich nicht schauen. So.
Genau so. Jetzt haben wir hier die Lava aufgebraucht. Aber das Rune Portal ist eh schon so ruiniert und misshandelt. Gut. Oh, das war ein cleaner Jump. Woo. Jetzt ist mir wieder die Frage, ja, wo baut man das denn hier? Und irgendwie bietet sich doch das hier an. Wenn ich das hier nochmal so ein bisschen aufschütt und dann einfach hier rüber. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, ist ein bisschen zu hoch. Und niedriger nochmal. Irgendwie so. Hätte was und hätte ich gern so gemacht, ja? Genau. Hier war so. Ja. Ja doch. So gefällt mir das. Ich nur mal hier den Sand weg und ersetzt den hier durch Sandstein. Und hier oben können wir dann mit Sand wieder auffüllen. Ah, shit, ich muss hier aufpassen, gell, weil... Na, obwohl... Ich glaube, wenn ich hier Strings platziere, dann sollten die Partikel auch nur runterfliegen vom Sand. Der Sand schwebt ja normalerweise nicht so. Erst einmal unser Mending ausprobiert. Es funktioniert. Guess what? Ja, das passt ja perfekt. Jetzt muss ich hier nur mal ein bisschen drüber schütten. Wie gesagt, ich wollte das schon die ganze Zeit abflachen. Dementsprechend nutze ich das dann auch direkt zum Terraformen. Wiederverwerten. Ja, machen wir schon mal schöner. Irgendwann irgendwie. Oh. Dann probieren wir das doch gleich mal mit den Strings. Schade.
Aber ich habe noch eine Idee, wie wir das künstlich herbeiführen können. Jetzt machen wir es zunächst erstmal mit Strings. Ups. So. Sandstone. Und Sand. Ah, it's a bit too much. Ich konnte hier schon wieder komplett drüber einmal. Ups. Ja, ich finde das cool. Ich finde das cool. So ein bisschen ein verschüttetes Nether-Portal. Genau, wie gesagt, ich möchte, dass hier so die Partikel runterfallen. Da habe ich noch eine Methode, wie wir das hinkriegen. Zunächst aber, dass es einfach mal so ein bisschen ausschaut. Hier einfach eine geile Höhle. Mit Sand. Ja, doch hier auch nochmal. So, genau. Wenn hier Creeper losgeht, hey, dann... Kumbaya, my lord. Boah, ich finde das sick. So simpel und klein, aber alles geil. Ja. Dann mal Zündung. LOL. Hier drin sind auch die anderen gespawnt, oder? Weiß nicht, das ist eine Krankheit, dass ich mir immer die Ecken wieder abbaue. Ja, ist halt der Scheiß-Spawn, brauchen wir nicht reden. Ich würde mir jetzt ein bisschen Quarz holen für Observer. Ja genau, Quirin, das habe ich mir auch gedacht. Ganz, ganz komisch. Das ist ganz, ganz komisch. Ich meine, wir war jetzt nicht auseinander. Aber... ja, mein Portal tue ich dann schon nur oben besser linken. ...17. Ja. So viel mache ich jetzt dann auch nicht. Hier ist der Eingang. So viel mehr, dass ich wieder bei mir rauskomme. Nein. Oh. Digga, fuck, man. Och. Oh.
Na. Ja, dann muss ich es halt direkt linken. Das ist dumm. Ich muss jetzt erst wieder raus, die Koordinaten aufschreiben. Normalerweise mache ich sowas auch direkt. Aber nein. Alles anders. Oh ja. Macht's mit Z. Das ist ordentlich scheiß Skelett hier. Wenn ich jetzt mit direkt Mending auf die Schuhe back, dann war das vielleicht gar nicht so blöd, weil dann hätten wir hier den ersten Kombinationspunkt verwendet und dann müssen wir als nächstes einfach 2 Bücher kombinieren. Was ja eigentlich okay sein soll. Dann haben wir ja Prod, Death Strider, Soul Speed ja sowieso nur per Buch. Aber da muss man den Spaß ja erstmal rankriegen, gell? Boah, das kann ewig dauern. Da war gerade ein Creeper. Und da ist Quirin. Hallo Spinne. Hier kann man eine Brücke bauen. So, was haben wir hier für Chords? Gut, das sind die Chords. Wait. Wenn ich da jetzt wieder reingehe, dann durch Nummer-Portal aufploppen lassen. Das muss nicht sein. So, wir haben hier Süden. Also wir haben ein Portal, das wir von Süden und Norden treten können. Danach richten wir uns. Jetzt gehen wir praktisch ins Hub nach oben und platzieren genau da an der Stelle an den quasi gelinkten Nether- und Overworld-Koordinaten. Okay, das wäre dann... So muss ich jetzt den Rechner aufmachen. Was hatten wir nochmal? Also, wir müssen zu 19. Das könnt ihr jetzt wieder nicht sehen. 19. Und 14. So. 19 und 14. Hier.
Und dann mal schauen. Hier Norden und Süden ausgerichtet. Bam, bam, bam. Das ist mein Portal. Cool. Machen wir mal mit Sandstone. Und jetzt sollte ich bei mir wieder rauskommen. Jawohl. Das passt. Nether-Anbindung. Check. Dann ist die nächste Frage. Ja, das macht Sinn. Ich kann mir das leisten, ja. Weil wenn die kaputt gängen, ist es halt übel arschig. Wegen den Feather Falling 4. Und wir müssen so oder so mehrere Sachen kombinieren. Du hast das erste Buch, muss einfach sein, das passt. Das ist richtig so. Mending, perfekt. Während ich hier eigentlich auch schon wieder Mending drauf bauen kann. Ja, ja, doch. Eigentlich schon. Und wie ist der Stand der Picke? Wie ist der Stand der Picke? Perfekt. Dann starten wir in den Villager Breeder. Ein wirklich wichtiges Tool. Für die Weltherrschaft. So, hier, das möchte ich auch mal so ein bisschen abglätten. Habe ich schon lange Dorn im Auge. So, besser. Und dann können wir hier auch nochmal. Haben wir die Villager schon. Ja, was machen wir dann? Auf die nächste Nacht hoffen. Weil eigentlich, rein theoretisch, wenn wir zu zweit auf die Reise gingen und vor einem Dorf einfach schnell zur Villager jobsen, dann sind wir sofort wieder da. Wir brauchen ja nur zwei. Und da drüben ist ein Dorf. Da kannten wir uns wenig jobsen, aber da ist leider keine Verbindung zum Meer. Aber ist ja wieder die Frage, wo bauen wir denn? Wahrscheinlich macht es Sinn in der Nähe der Eisenfarm.
Nee, bei dir? Oh, okay. Okay. Das ist vielleicht wirklich die effektive Mitte, ja. Dann könnten wir hier... Ja, dann irgendwo hier, oder? Bisschen übertrieben mit den Spawn-Chunks. Ja, dann machen wir hier ungefähr den Breeder. Das so. Von mir aus der von denen nach außen senken, ist mir egal. Ja, obwohl beim Spawn. Geht ja, geht ja. Hab ich so viel Kohle braucht? Ich denke nämlich nicht. Also Start. Na dann gehen wir in Discord. Wir suchen den Diskurs. So, schauen wir, dass der Querenden dazu kommt. Hey, Hallo. ho. Jalla. Ja. Wo genau würdest du die holen? Ja, folgen am Dorf halt. Digga, jetzt aber. Das ist dann deine easy. Also vor dem Dorf. Mhm. Oh mein Gott, ich muss dich muten, holy shit. Warum? Ah, Ja, okay, so. Oh nein, nee, den Discord muten. Ja, Bullshit. So. Also, das am nahestgelegene Dorf ist Weherns. Weißt du das? Weil ich hab uns auf der Map, aber. Ich hab 2 Dörfer, aber die sind beide schon abused für Bücher. Aber da werden ja wohl nur 2 rumlaufen, oder? Untätige, ich bezweifle es stark.
Okay, also das ist in der Nähe von Miko, kennst du das? Ja. Ah, okay. Ja, aber ist es doch egal mit, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das egal ist. Wir haben das Biers nicht immer gemacht, dass die hier Jobs haben. Gärtner. Wir haben immer Untätige genommen, wahrscheinlich. Scheiße. Du Scheiße. hast hier sogar den Sand oben gehalten. Wir Ja, waren auf Tryhard unterwegs. der wird nur besser Ja, gemacht. Mari, du musst unbedingt pennen, Bro. Es Ja, geht no absolut shit, nicht. muss ich pennen! Meine Rede! Weil wir waren doch gerade pennen. Aber ich war's Ja, nicht, ich war im aber- Nether. Oh mein Gott. Ah. Ah. Jetzt hat er mich aus dem Bett rausgeschlagen, der Hund. Ja, ich brauch ein bisschen Stormen. Aber Nether Connecten hat schon mal gut funktioniert, oder bei dir? Ja, hat funktioniert. Ganz easy. Ich habe direkt mein Portal gefickt. Ach. Nee, nicht. It's tea time now. Time. Wobei, actually bin ich überlegen, ob ich kurz zur Farm nochmal gehe und mir hier gekochten Fisch hole. Das ist besser wie Karotten. Oh. Wie viel geben deine Fische? 3? Ich glaube 3, ja. Dann mache ich da auch gleich mal noch einen Ausflug hier. Nachdem wir alle pennen waren. Ja, ich lieg, Digga. Ja, ja. Oh, jetzt werde ich rausgeschlagen. Aua. Haha. Rausgefasst. Ah, das kenne ich. Das ist öfters so. Okay. Hm. Ja, dann springe ich mal über von Kartoffeln zu. Ah, schon wieder rausdroschen, Alter. Jetzt hör mal auf. Dann springe ich auch Ist über. es in deinem Haus gerade gewesen? Na. Doch, ja. Also ich habe ja nur kein Dach, was du, ich bin nur so in einer Construction. Ich brauche immer so lange, bis ich ein Dach habe. Ist ganz schlimm bei mir. Ich fand ja doch, das Wichtigste, aber. Ja, ist ja, aber trotzdem brauche ich immer so lang. So das letzte Mal auch schon so. Ich habe ewig gebraucht, bis ich mal so gescheite Starterbase gehabt habe. Ja, dann machst du das aus Dreck. Dann reizt dich so ein bisschen mehr, oder ist das relativ bald fixt? Eher nicht, ne. Das reizt mich nicht, oh. Ich denke mal so, ja, ist ja funktional. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste schon auf meine Schuhe. Feather Falling 4. Ich hab schon so ein bisschen mitgekriegt. Ja, aber Schuhe ist mit Abstand das Beschissenste. Zum Maha, ja. Weil es halt am Du meisten hast hat. so viel Zeit drauf. Oh. Oh ja, aber es ist halt das Wichtigste, gell? Es ist ja so. Ich brauch dann nur Prot 4, Death Strider 3, Soul Speed. Das Swift Sneak. Swift Sneak gibt. Na, Swift Sneak ist auf der Hosen. No way. Doch, ja. Okay. Das finde ich sehr gut tatsächlich, weil sonst wäre es erstens zu viel für die Schuhe und zweitens hat die Hose auch noch mehr Sinn. So. Nicht bloß Rüstung. Gut. Wait, wir wollten ja eigentlich Villager. Jetzt warte, wir wollten erstmal essen. Ich warte und hab auf dich. Okay. Perfekt. Dann siege ich ja mal, wie sie jetzt ausschaut, die Farm. Ich war nur einmal kurz dort. Weil es eine Under Construction war. Jugili. Ui. Ah, du Penner, Alter. Ja, aber lass doch dann die Scheiße, hä? Fick dich. Also. Schön blaues Glas, gefällt mir. Wie findest du das Design meiner XP-Farm eigentlich vom Glas her? Ich hab schon gemerkt, du hast ein bisschen Mix gemacht und dann immer nach oben so ein bisschen rotiert. Mhm.
Mhm. Oh, die geben nur 2,5 A. Lol. Echt? Die sind genauso gut wie Baked Potatoes. Ja, dann ist es eigentlich schon wieder egal. Ja, mein aktueller Stand war Karotten, also. Ja, ja. Es ist trotzdem nicht schlecht, auf jeden Fall, aber. Es ist Infinite. Natürlich. Es wird den auch geschmissen. Safe. Das ist. Klar. Sagt der Connor, ist ja nicht schlecht. Mhm. Aber hätte schon ein Dreierportal machen können. Actually würde ich das sehr umplatzieren. Ich habe das ganz am Tja. Anfang platziert, in der zweiten Ebene oder so, wo ich war. Ist ja unsatisfying. Ja, aber ich müsste jetzt halt wieder neu linken, dass es wieder perfekt passt. Und das Ja, wäre scheiße, es sind die kann, Chests unten. kann sein, dass es passt, wenn es oben im Nether schon steht, weißt du? Ja. Wenn die Koordinaten passen, hast du das geschaut? Koordinaten? Ja, aktuell liegt es perfekt drauf. Wir könnten es hier halt theoretisch auch noch ein bisschen umplatzieren, wenn es ist. Weil hier ist hier oben nicht viel Störfaktor. Aber wenn du es hier platzierst, dann sind es 8 Blöcke in. Naja, ist ja wurscht. Egal. Ja, genau. Wie schon gesagt, aber in der Farm ist mir Positionierung wichtiger wie hier oben. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Das ist übrigens sehr cool, dass du hier schon angefangen hast, zum Boden zu machen. Ja, ich muss ja wissen, wo es lang geht so. Ja, okay, jetzt müssen wir halt die Villager herkriegen. Also Jonas sagt mal, wir kennen seine hernehmen. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert, weil die beide schon gelockt sind. Mhm. Hast du einen Guide irgendwie da? Nee, ich habe noch nichts aufgemacht. Villager Breeder 1,21. Man, ich sehe doch immer, dass Farmer dabei sind. Mhm. Stimmt. Wir haben doch so eine richtig geile Batterie gebaut, gell? Haben wir, ja. Die da die ja gern wieder machen. Ja, dann brauchen wir mal 2 frische und dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen weiter weggehen. Aber Anbindung zum Meer ist machbar. Eigentlich schon, gell? Zu wohin? Ja, wenn wir jetzt das Dorf haben ins Wasser und dann vom Wasser irgendwie zu dem Breeder. Ich gebe hier, ey, Minecraft Villager Breeder 1.21 und was kommt? Mein Livestream, der jetzt gerade läuft. Alright. Das ist verrückt. Zombie-Doktor, aha. Gleich mal mitnehmen. Nee. So, wo ist denn jetzt dieser geile Breeder, den wir da gebaut haben? Ja, aber das waren halt auch sogar 3 Etagen, gell? Was Ja. eigentlich ein bisschen Overkill ist. Ja, stimmt. Ja, dann bauen wir einfach irgendwann, oder? Aber wir machen es dann wieder mit Glas, oder? So richtig schön, dass man reisigt, wenn die sich die Karotten geben. Also Sich gegenseitig an die Fenster-Style, Karotte oder? fassen. Also, das Frame darf ich immer nur aus soliden Blöcken bauen. Also außen die Säulen quasi. Ja, ja. Kurz schon mal die Palette aussuchen oder so. Richtig Bock hätte ich auf Blackstone, aber das ist halt wieder ein bisschen räudiger zum Farmen. Ah, vielleicht hat ein bisschen was da. Na, jetzt genau, wo willst du jetzt überhaupt den Breeder hier bauen? Dass wir vielleicht schon mal so die Etage vom Wasser da hier irgendwie machen. Weil ich da jetzt vorausgehe, dass wir halt einfach farmen. Bitte, Oder was nochmal? Da kommt Ich man hab, nicht. ich hab den ersten Teil nicht verstanden, was? Wo würdest du diesen Breeder jetzt hinbauen? Beziehungsweise auch die Eisenfarm? Naja. Hier irgendwoher. Irgendwo in die Richtung, ja. Also ich weiß nicht, da sind so Zäune am Strand, die sind nicht von mir. Die bin ich immer noch ein bisschen verwirrt. Eis auf die Zäune. Ich mag da niemandem was wegnehmen hier. Aber Ich schon. in die Richtung da nach hinten, da ist halt irgendwie nix. Und da kann man es halt einfach gut hinbauen. Ja, wie nah an dir daten dich das stören, wenn du auch ist? Ne, also der Breeder, der muss ja nicht. Den muss man ja ein- und ausschalten, wenn dann, und dann darf man sowieso in der Nähe sein. Dann, weiß nicht, kann man sich ja schon hier irgendwie Ja, so aber bauen. Hier, wo ich jetzt gerade bin. Da drüben ist halt Lukas sein Base. Ja, wenn wir es einfach hier irgendwie so reinmachen, irgendwie in den Birkenwald. Ist doch perfekt Spot. Ich darf vielleicht sogar tatsächlich sagen, dass wir den Breeder hier in die Richtung eher Strandrichtung bauen. Aus dem Grund, weil du die dann recht schnell mit dem Schiff, also mit dem Boot halt irgendwie verschiffen kannst. Mhm.
Bei Ozeananbindung ist nie schlecht, ne? Wir haben einen schönen Fluss genau zwischendurch. Da konnte sich jeder holen. Und die Eisenfarm halt dann ein bisschen weiter drin in die Birkenwald hier. Ja, finde ich voll in Ordnung. Aber wir müssen ja jetzt trotzdem nur Dorf finden. Hast du Boot? Ich habe ein Boot, ja. Wir machen uns dann Nummer 1. Okay, pass auf. Ich schau mal kurz. Ich schau auf der Map und gehe mal ungefähr in die Richtung, wo ich noch nicht so war. Und hoffen, dass da was hergeht. Sie? Ich kann es uns natürlich auch aufteilen, aber. Oh nein. Aber nein. Genau. In die Richtung erstmal. Ach ja. Ich muss dann irgendwann mit meinen Statistiken schauen, wie viel ich eigentlich schon im Boot unterwegs war. Weil das ist echt viel. Ja, bei mir wahrscheinlich eher weniger. Ich bin schon so viel hin und her, allein wegen die Armadillos. Und dann habe ich auch bloß ein Armadillo gefunden und das zweite habe ich dann vom Miko gekriegt. Distance bei Boot 8 Kilometer. Fahr du mir schnell weiter? General. Distance by Boat 30 Kilometer, fast 130. Digga. Ja. So, jetzt wieder. Ich hab die Hitbox nicht gehittet. Aber Distance Sprinten? Aber was war das jetzt schnell? Warte kurz. Du bist wieder. Oh, ich bin bloß 20 Kilometer weit gelaufen. Oh, jetzt bist du wieder. Jetzt. Okay. Ich bin 20 Kilometer weit gesprintet und 30 mit dem Boot unterwegs gewesen. Oh mein Gott. Ja, jetzt ein bisschen links, hätte ich gesagt. Hört man uns ein bisschen links, genau. Da kämen wir dann in Richtung wärmere Gebiete. Oh, da hinten ist ein fettes Plains. Okay. Ich schaue ein bisschen auf der Map mal dumm. Dass wir uns ein bisschen orientieren können. So fast wie in GTA. Du im DeLorean. Nicht sogar ein Parcours mal kommen. Ja, ein Parcours. So ein 360. Stimmt. Oh, einfach mal Kurs halten, ne? Mhm. Wir werden dann. Also ich habe da so ein Plains-Biom im Auge. Mhm. Wenn jetzt nichts kommt, dann fahren wir ein bisschen weiter links und dann sind wir bei den Plains. Dann schauen wir uns das mal genauer an. Hast du ein Crafting-Table eigentlich dabei? Junge, hier ist es überall Holz. Ja, welcher können wir gefragt? Oh, da was denn hier? Kommt was? Ah ja, okay. Digga, was? Das ist ein Birch Forest und ein normaler Forest. Alter, ja, genau das meine ich mit der zerklüfteten Landschaft. Was ist er denn? Perfekt. So noch nie gesehen. Da müssen wir, genau da müssen wir eigentlich hoch, weil da hinten sind die Plains. Wow. Ja, dann fahren wir mal so weit außen rum, wie es geht und dann. Dorf ist, Alter. Links. Die mal links hier die Büsche. Boah, Firefly Bushes. Was, wir müssen hier lang, oder? Ja, ist schon die richtige Richtung. Ich meine, ich habe mal einen Outpost gefunden, da war ja theoretisch ein Dorf in der Nähe. Das ist ja immer so. Ja, scheiß drauf.
Also hier musst du. Ja, gehen wir da mal an Land. Und dann schauen wir uns mal um. Da oben ist ein Dorf, actually. Ich sehe da Haus. Oh. Hä? Oder- Tatsache, ja, ja, genau, perfekt. Ich sehe es jetzt auch auf der Map. Ich soll mal mitnehmen, ja. Geil. Ja, der richtige Riecher, war ja schon wieder super. Ja, aber es ist halt gerade Nacht, das ist halt gerade nicht beschissen. Sollen wir es wirklich reinladen lassen direkt? Digga, fuck. Miko soll pennen gehen, wir liefen schnell. Oder wir pennen im Dorf, keine Ahnung. Ja, wir können ja mal ein bisschen raufgehen, aber halt nicht ans Dorf. Oder? Das war's, ja. Okay, das ist direkt auf dem Hügel. Scheiße! Task failed successfully, weil wir jetzt pennen. Pass auf, wir müssen jetzt schnell ins Dorf. Der ist gleich wieder da. Ja, Bro, er ist wieder da, das kannst du vergessen. Also. Oh, Achtung, ist fett die Höhle unten. Oh, okay. Alter. Scheiße. Nochmal. Nochmal. Kannst du nochmal pennen? Jetzt hier ist schon eingesperrt, oder? Na doch. Na, was? Hast du ein Bett? Nö, aber ich sehe hier auch keine Villager. Bei mir sind 3. Okay. Geil. Jupp. Oh, ich habe ja Gamespit sogar. Huhu. 3 ohne Beruf. So, ich mache mal kurz noch ein Boot. Magst du direkt mit dem Boot runterfahren oder? So. Ah, ich habe die Leine vergessen. Leine? Warum Leine? Ja, weil dann kannst du die erste Mal die Leine am Boot festmachen und dann loslaffen und dann bist du viel schneller. Ja. Oh, Alter, das wird jetzt eklig, die da runterzukriegen. Ja, wir müssen ja straight einfach nur nach unten, oder? Mhm. Aber wir sind nicht in einem hügeligen Gelände, vielleicht kriegen wir es gar nicht so hin. Oh, das ist ja... Du musst aufpassen, weil die Wege... Ja, die sind kleiner. Oder schneller. Niedriger, Herz. Ach, ist das scheiße. Digga, ich find mal scheiß Villager mehr. Wo sind denn die? Ah, da ist er doch noch. Der hat schon einen Beruf, ey. Ich kotz gleich. Das sind nur einige, die keinen haben. Ich mach dem so Ding kaputt einfach. Oh ja, hier kommen wir gut runter. Oh ja, perfekt. Ostseitig ist eine ziemlich geile Schlucht, da kommen wir perfekt runter. Ja, du musst ich überhaupt jetzt lang. Warte, die zeigst du. I can show you. Oder du kannst hier auch runter. Ja, ja, hier kommst du auch runter. Ja. Ja, aber hier kommt. Ja. Doch, da kommst du easy runter. Das ist sehr gut. So, das ist schon ein brauner, den du hast, oder? Der, wo ready ist. Perfekt. Aber zu zweit ist ja gleich gemacht was, das ist das Coole. Mhm. Wir treffen uns am Pier. Ja, ich gehe links rum. Ich gehe rechts rum. Weil ich krieg mein Boot Fallschaden. Na, das ist das Geile. Du kannst dich aus egal welcher Höhe ins Boot setzen und dann runterfahren und du kriegst einen Volldamage. Okay. Also ich bin im Wasser, wie schaut's bei dir aus? Ich bin auch im Wasser, ja. Ich komme jetzt zu dir und dann fetzt du mal wieder zurück. Oh, ist schon geile Gegend hier. Hallo! Das ist geil. Gut. Schaut schon echt cool aus. Mhm. Gefällt mir.
Brennt's mir wieder? Oh ja, Klassiker. Klassiker. So, schauen wir mal. Okay. Gehen wir jetzt dann gleich Stony Shores daher. Da müssen wir entweder links oder rechts vorbei. Wie immer. Fahr du mal ein bisschen vor einfach. Jo. Direkt hinter dir. Genau, hast du jetzt mal geschaut wegen Blackstone? Hast du noch was zu haben? Ich habe alles weggeschmissen. Weil der Punkt war, Klar. ja, der Punkt war, mein Inventar war halt schon so voll und ich habe halt irgendwann nachdenken müssen, was mache ich jetzt? Weil wie wahrscheinlich ist es, dass ich mit Blackstone arbeite, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mit Keys arbeite, das habe ich dann alles wieder rausgehauen, weil dann muss man es halt farmen gehen. So. Und alles andere, ich habe natürlich das Wichtigste mitgenommen. Ich meine, ich hätte Netherward Blöcke zum Kotzen. Ja, was denen kannst du nichts machen, du kannst nicht einmal die Dings rausmachen, die Netherwarts draus. Ah, Ja, ich habe jetzt schon als Baublöcke gemacht. Sonntagsfahrer. Ja, da kann man überlegen, wo man die nur hinbaut. Kann man diese Firefly-Büsche abbauen? Ja, Mit Scheren oder so? das weiß ich nicht. Dafür sind sie zu neu für mich. Beim nächsten, den ich sehe, machen wir einen kurzen Abstecher. Da ist einer, der jetzt so ergattert. Ja, perfekt, und dann müssen wir wieder durch. Drop direkt. Perfekt. Ich muss aber sagen, es ist interessant. Oh, ich hoffe, es ist mit dem Baum passiert. Geköpft worden. Guillotine. Ich finde es ganz interessant, mal einfach so zu traveln ohne Elytra, weil du merkst einfach richtig, du gehst richtig oft ans Boot einfach. Es ist anders, du lernst richtig diese Seeverbindungen zu schätzen. Mhm. Das ist schon cool. Speziell am Anfang oder Midgame eher, aber nur, oder? Ja, ja, irgendwann nervt es halt einfach nur, ist schon klar. Irgendwann müssen wir halt die Elytra holen, weil dann geht's ja erst richtig zünftig los. Oh ja. Man kann ja, wenn ein Charged Creeper einen Mob tötet, diesen Kopf da kriegen, gell? Richtig, ja. Geht's sowas auch mit Spielern? Nein. Das ist keine Möglichkeit, da irgendwie meinen Kopf zu kriegen. Ich denke nicht, na. Schade eigentlich. Man kann da Plugin drauf da. Ja, ne. Du hast ja gesehen, wie gut das bisher funktioniert hat mit dem Plugin, dass nur einer schlafen muss. Ich gar nicht. Ja, ja. Nur einer? Das Ja, ist ja genau. krass. Na, nicht einer, halt 50% oder egal wie viel Prozent. Ja, ja. Ja, wir müssen hier direkt Ja. raus, Ach stimmt, wir oder? müssen hier direkt, ja klar. Bin nur den Weg immer gewohnt in mein Buchdreh. So. Yeah, Alter. Richtig randriften. Geil, Mann. Im Idealfall jetzt erstmal Building Stones, oder? So ein Im Kasten, Idealfall erstmal ranhalten, was so da ist, was wir brauchen. Wir haben jetzt hier offen, was wir brauchen. Wir brauchen eine Viertel Stack Dirt und eine Viertel Stack Karotten dementsprechend zum Breeden. Dann lass mich mal Dirt und Karotten holen. Perfekt, ich hole dabei andere Sachen. Okay. Hast du zufällig da noch Wolle? Weil wir brauchen halt 4 Betten. Ich glaube nicht. Dann müsste man das auch irgendwie noch Warte, anhängen. ich hab auch Gapes Bett mitgenommen vom Villager-Dorf. Das ist sehr gut, ja. Ja. Meistens kann man es mit Strings machen, ich hab da relativ viel. Okay, ja, nehmen wir mit. Ein bisschen Planks habe ich auch noch dabei. Genau, weil Wolle habe ich jetzt gar nicht da. Genau. Ja, ich habe genügend Wolle für die Betten jetzt. Gut. Dann brauchen wir... Wir brauchen Leaf.
Ja. Hast du eine Schere oder? Ich habe eine Schere, ja. Perfekt. Ich habe schon ein paar Pumpkins ausgehöhlt. Wir brauchen nur. Ah, okay, geil. Creepy. Wir brauchen genau einen Leaf-Block. Einen Leaf-Block? Ja, so arme Blätter halt. Ich hoffe, du bist mit Oak zufrieden. Natürlich. Standard ist immer gut. Gut, dann brauchen wir Activator Rail. Powered Rail hast du den. Sorry. Genau, die Powered Rail, um die Typen da rauszuschießen. Mit Powered Rail, vielleicht habe ich sogar noch welche über. Wie viel kriegt man da pro Craft? Gute Frage. Ich habe 4 benötigt. Ich gehe nochmal kurz zur Guardian Farm und schau nochmal. Ja. 6 braucht man. Okay, 6 habe ich gleich noch. Ja, Aber ich schon man craftet genau 6, also das habe ich jetzt gemacht. Passt. Okay. Ist jetzt einfach so. Gut. Wahrscheinlich brauchen wir nur an sich mehrere Schienen auch noch. Ja, ja. Hast du nur andere Schienen? Ja. Na? Vielleicht? Weil da der mir ein bisschen improvisieren. Ich habe 4 Schienen, 2 Powered. Ja, sonst fällt mir gerade auf, wenn man aussehensmäßig, bricksmäßig was brauchen, kann man auch Prismarine Bricks hernehmen. Dark Prismarine, wie schaut's damit aus? Habe ich 3 Stacks, noch mehr. Nicht? 4 Stacks. Reicht's für eure Ebene? Ich habe keine Ahnung. Hier stehen Building Blocks mit 2 Stacks und 42 drin. Haben wir easy. Okay. Aber wir brauchen ja eigentlich eher Glas, ne? Ah, true. Ja, Glas habe ich gar Ja, nichts. dann- Sand habe ich Bro, andere. ich habe jetzt auch keine Kohle mehr. Ich weiß nicht. Ich hab doch niemals so viel Kohle verbraten vorher. Hast du Blöcke craftet und die nicht registriert? Na. Das kann ich dir ganz eindeutig sagen. Oh ja. Also ich nehme jetzt mit ein paar Rails, Dark Prismarine und Dirt. Ja, ich- glaube noch, ich hatte 2 Stacks. Ich möchte halt da mal noch Sand durchschmelzen, aber ich hab halt nichts zum Schmelzen. Magst du noch mal pennen kurz, falls Nacht wird? Ja. Wegen die Villager? Achso, sowieso. Da müssen wir jetzt mal schauen. Respawn-Punkt setzen ist auch nicht schlecht. Oh ja, wir können pennen. Mhm. Nico ist in Nether wahrscheinlich. Ja, ich bin gerade im Nether. Du bist ich in bin Nether. Oh, scheiße. Ah, Miko nicht. Ah, shit. Ich hab actually gemeint, Miko ist offline gegangen. Komm. Komm. Ja, ich glaube, das wäre nix. Oh ja, shit. Dann Materialien weiter ranholen. Ah, shit, okay, wir Ich hab Ja? auch noch einen Komposter mitgenommen vom Village-Dorf. brauchen wir, perfekt, richtig so. Warum macht der Punkt? Weiß ich nicht. Jetzt Pen. Ah. Kiste. Okay. So, Dispenser. Bitte jetzt schwer habe ich kein Bett. Pau. Nein! Ich kann. Das ist doch. Perfekt. Junge, so schnell bin ich nicht. So, dann brauchen wir einen Schalter, 3 Trapdoors, ein bisschen Wasser. Komposter hast du. Also ich habe einen. Reicht er? Langt. Ja, das wird nur so eine Ebene irgendwie. Okay. Dann Olive Okay. hast du auch, oder? Leaf habe ich, ja. Und wir haben halt immer noch kein Glas, weil die kann nichts schmelzen.
Glas. Ja, wir können es ja erstmal so bauen eigentlich, oder? Und dann austauschen. Folgt mir nicht so, weil. Naja, die können uns wieder rauslaufen. Naja, obwohl, na, passt schon. Gehen wir machen. Wir sind ja keine Noobs. Ja, ich tu mir ein bisschen was anheizen. Aber dauert. Ja, ne, ich nehme 12 mit Da, theoretisch was da drauf. überlegen wir uns auch noch eine Farbe dafür, oder? Boah, ich hab 2 Stacks Sand. Ja, ich glaube, wir haben schon alles. Okay. Dann gehen wir ran. Gut. Schauen wir mal, wie so die Grundfläche ausschaut. Vierzehn mal 11. Vierzehn mal 11. Boden Bitte? Den Boden reinbauen oder eine Oberfläche? Ja, doch, die haben am Boden eine, ja. Ja, nee, dafür. Dann machen wir hier die 11er Seite. Dann nach hinten gehen wir 14. Mhm. Ja. Starten wir einfach mal hier so. So, das waren jetzt 11. Aber es gefällt mir gerade noch nicht. Gefällt mir auch noch nicht. 14 mal 11. Ja, dann scheiß auf den Zaun, oder? Ja, hätte sowieso weg müssen. エレベーターですか。あちらにございます。階段のすぐそばです。すみません。もう一度ゆっくりお願いします。 So. Hier wieder schön viel Sand für das Vorhaben. Mhm. Okay, krass. Ja, aber es ist gar kaputt gegangen, okay? Mein Gott, Alter. Lava doch nicht. Kein wichtiges zum Tor. Machen wir mal eine Kiste gleich dazu. Sand, Sand. Gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, wir können einen Rand schon mal machen. エレベーターですか。あちらにございます。階段のすぐそばです。すみません。もう一度ゆっくりお願いします。 Was hast du mit Prismarine? Genau. Prismarine. Was jetzt Rand oder Boden? Und den Rand. Weil in der Mitte kommt ja der Dirt dann. Und die können wir dann 3 hoch machen. Also eigentlich jetzt nur 2. Ja, aber dann ist ja Core Glass dabei, oder? Richtig. Mach mal quasi So. hier so die. Okay. Mit Ohren und Außen und dann. Ja, passt. Gut, dann machen wir Dirt auffüllen? den Rest mit Glas. Dirt auffüllen, ja. Okay. Warte, brauchen wir ein Hoe oder machen die das automatisch? Oh, warte mal, doch nicht auffüllen. Wir müssen schon pflanzen dann, aber das heißt, wir brauchen eine Hoe. Ich will Hoe. Okay, hier kommt Wasser. Das heißt, das wird die Einmal hab ich halt Station. gefangen, ja.
Das wäre die Station, wo sie dann rauskämen. Komischerweise haben die hier ein Glas hier gemacht. Dann machen wir das doch auch mal. So. Ja, das wird mit Sicherheit der Farming-Bereich. Actually müssen wir hier jetzt wirklich eine Mauer machen, weil sonst senkt es hier. Das darf nicht sein. Also hier ist der Farmbereich logischerweise und hier ist das dann so der Bettenbereich und Hauptbereich. Machen wir dann hier connected oder magst du auch Glas machen? Übergangsmäßig. Schau, ich hätte es so vielleicht gemacht. So solide und dann, ja, dass man Ja, den Farming-Bereich passt auf jeden Fall sieht, oder? Ja. Dann. Okay, den Boden machen wir auch noch Ski, oder? Ganz definitiv. Dann kriegen wir hier die Bettenräder. Brauchen wir noch ein bisschen Holz hier. Job noch. Super. Top, danke. Und das Bett. Das eine, was du hast. In der Chest. Ah ja. Opti. Ich kann die auch noch färben, wenn du magst. Natürlich, also Bro, ich dachte jetzt schon 4 verschiedene Sänger. Ja dann. Kannst du ja einen Farbstoff, wenn du magst. Oh, ich habe keinen Kaktus. Ah, ich sehe gar Poppy. Doch, da. Ja, Ohrweiß ist in Ordnung. Ohrweiß gönn ich dir. Oh. Na, Ink 6 natürlich, nevermind. Haben wir gleich. Bro, schlechte Neuigkeiten vielleicht. Oh Mann. Weil der Kerl hat das einfach als... Ah, wollen wir alles eins nach oben setzen? Was meinst du? Weil wir haben es jetzt eins im Boden eingesetzt, aber der macht es oben drauf und deswegen ist... müssen wir jetzt den Dirt hier eins nach unten setzen. Kennen wir? Aber das schaut doch scheiße aus. Ich hätte es irgendwie schon gern, dass das auf der Ebene ist. Der Dirt. Weil dann, dass wir das einfach eins nach oben setzen. Wir müssen für mich gleich pennen. Ja, haben wir ja bitten. Ja, Miko nicht. Oder lassen wir es einfach gleich so. Ja, aber was ist mit uns nach unten setzen? So. Ja, ich check schon, was du meinst, aber... Was machen wir? Ich finde es nicht tragisch, weil du stickst ja trotzdem Reihe. Ja, Wenn jetzt aber das es wäre jetzt so ein machen. kleiner Kasten dann bloß, naja.
Hm. Wir pennen? Mhm. Natürlich ist das Blau in jedem Game. Außen wir. Oh mein Gott. Das wird immer schlimmer. Sehr gut. Oh! Ich bin ein Villager. Ich will den actually das hier waterloggen. Echt interessant. Soll ich schütteln? Alter, was mir gerade auffällt? Wenn man hier jetzt, wenn du jetzt hier umgrabst, dann sieht man unten den Mein Sand Gott, durch. echt? Das Ist ist. es dir so wichtig? Alter, das ist doch. Du kennst uns. Ich hab gedacht, du bist da so, aber irgendwie. Ja, aber dann hatte ich dich im Eck schon denke so, warum machst du das Eck nicht direkt? Okay. Hab ich nix gesehen. Ich denk, du bist auch so. Geil. Wenn ich's raushängen lasse, dann schon gescheit. Ja, okay, stimmt. Hast du nur Plus Marine? Nö. Ja, scheiß die Wand an. No way. Nico ist Ja, an der doch, Guardian Farm. Okay, wir haben jetzt nur einen Stack über und ich habe gerade noch halb in der Hand. Ja, das Also, kann langer. es wird langer, es wird langer. Glas, will wir lassen oder magst du jetzt echt färben? Boah, aber Eis kann man auch schon geil, oder? Ja, aber wie darfst du es färben? Ich weiß nicht, was gerade passen da. So was Village-Farben ist es irgendwie schwierig, ja. Ja, wenn dann nur grün, türkis, na türkis ja nicht. Grün? Hm. Oder halt einfach Farben, die halt hier dazu passen. Ja, oder halt direkt weiß. Also Ja. nicht färben, lol. Ja, ja. Okay, scheiß drauf. Scheiß drauf, ich glaube, das schaut am besten aus, einfach so. Aber auffüllen jetzt direkt, oder? Ja. Also lassen wir die Ohren frei, damit man wieder rauskommt. Den ganzen Spaß können wir dann schon umgraben. Wait, jetzt aber außen, oder? Ja. Und ansehen tatsächlich auch. Garten? Yep. Wait a minute. Hä? Hä? Totale Absenkung. Mhm. Ja, der war jetzt aber nicht gescheit. Ja, mei.
Äh. Gut. Das ist geil. Br. Br. Ah ja, Ostern jetzt, oder? Mhm. Jetzt wird's ja wieder passen. Ja. Das ist Weihnachten zu viel, so. Da müssen wir hin. Sehr gut. Mhm. Dann brauchen wir komischerweise das Schild, das irgendwie nicht in der Anleitung drin war. Ich hab kein Holz mehr. Das hast Ich du. glaube hier. Irgendwie eine versteckte Nachricht reinschreiben. Sitzpinkler. Zugegeben im Anlass. Gefällt mir. Ich muss hier raus. This is unsatisfying as hell. Mhm. Das ist wirklich krass. So. Nur mehr Worte. Oder. So. Zack. Ich bin der Villager. Genau. Jetzt kommt eigentlich nur noch der Mechanismus, um die Villager hier rauszuholen. Das ist wirklich unsatisfying. Wie nervt es so, dass es so tief ist, Alter. Ja, aber drauf geschissen. Solange das Ding funktioniert, komm. Ja, Wir können es schon. ja theoretisch auch nur ein bisschen aus. Natürlich, man konnte es irgendwie gestalten am Ende. Ja, ja, sowieso. Stimmt, den Hebel habe ich ja selber. Boah. Das Bieder. Ah. Kirin, ist das der scheiß Erz? Warum sagst du nicht, dass Carina die ganze... Ich habe jetzt ewig nicht mehr geschaut, weil ich so beschäftigt war.
Ja, sag ich doch. Ich hab gesagt, dass du beschäftigt bist. Ist ja also, ich hab nicht 4 Bildschirme tatsächlich. Das ist das. Also Quirin hat ja schon gesagt, wir machen einen Villager Breeder. Wir werden die hart abusen. Weil Oh, das ist ja nichts nice. So, jetzt muss ich nur mal nachdenken, wie das jetzt war. Das ist die normale Höhe. Dann ist das die richtige jetzt zum Arbeiten. Ne, muss ich nur mit tiefer. also Carina, bei aller Liebe, das Battle verlierst du. Dann hier rüber. Es wird nachts. Scheiße. Scheiße, Digga. Natürlich habe ich wieder den falschen Weg gebaut. So. 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 Mhm. Vier und 5. Oh doch, das werde ich machen, Carina. Und du kannst nichts dagegen machen. Oh Mann, Leute. Battles ja echt schon wieder. Nein, es ist Friendly Banter, ist es. Wir wissen beide, dass es da nur einen klaren Gewinner gibt. Jetzt kommt der Mikro daher. Okay. Dann machen wir das doch. Hennen! Penner. Warum? Wir sind gerade im jeweils anderen Bett aufgestanden. Oh, sorry. Bin ich mir rübergewandert. Uiuiuiui. Oh. Hoppla. Hm. Es ist echt dumm, Alter. Ja, der Sand, der ist gut in. Der ist gut bei mir aufkommen. Zur Not. Mhm, ja. Ja, hä, don't hate the player, hate the game. Mach scheiß Spawn da einfach. Machst du nix. So. Schon besser. Besser. Okay. Jetzt kommt diese Abholstation, geil. Was ist denn jetzt passiert eigentlich? So, 2, 4, 6. Hä? Vielleicht hast du den Block Oppo, das dort war? Oder nicht? Keine Ahnung. So. Wir müssen hier nur. Oder? Oder langt es schon? 1, 2, 3. Ja, Marvel? Oh ja, Jonas, ey. Hallo. Wie funktioniert denn der Fang? Haben wir XP-Farm. Ja. In der Kisten rechts daneben sind so Potions. Potions, richtig. Und du kannst oben die Luke aufmachen und einfach reinschmeißen. Und schon geht's los. Ja. Und dann siehst du, wo die Silberfische entlang fließen. Ja. Und bei den Stairs, da kannst du dann durchschlagen. Ah, okay.
Genau. Also ich klappe nur die vordere auf und stock durch die Stairs durch. Na, du musst gar nichts. Du musst nur oben die Luke aufmachen, um die Potion Ray zu schmeißen. Ja, aber unten bei der Stairs ist ja eine Luke drauf. Ja, aber das brauchst du nicht. Du kommst so durch. Du schlagst durch die Stairs durch. Aber wenn die Luke zu ist, dann sehe ich die Stairs nicht. Digga. Hat dich jemand... Digga, Quirin, ist das scheiß ernst? Was? Was du das so... Ich hab gar nichts gemacht. Da ist normalerweise nix. Ach, warte mal. Dann auf die... Wenn ihr auf die Stairs... Jonas, ich bin schon da. Achso. Das geht eigentlich so. Irgendjemand hat die zugemacht. Die muss nie zumachen. So einfach durchstehen. Bumm. Okay. Abfahrt. Das war ich. Und los geht's, der Spaß. Merci. Oh, bitteschön. Dann gehe ich wieder hoch zu den anderen. Alles klar. Okay. Tschüssi. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Luke, Alter. Was? Dass die Luke auf einmal nicht hochklappt ist. So. Das ist krass. Das ist crazy. Ja, und Carina, falls du das so siehst, viel Spaß beim Manhunt. Geiler Scheiß. Genau, das passt so. Okay, dann kommt hier nur der Dispenser mit einem Knopf. Okay. Dispenser. Oh. Dispenser. Knopf. Warte, wie hörst du die dann da ab? Da unten durch, schau mal rein. Na, ist das cursed. Oh mein fucking Gott. Du magst mich doch verarschen, Alter. Hä, das ist die astreine Stallhaltung. Was ist der Problem? Na, ist einfach cursed. Aber ist egal. Ich bin damit klar. Ich kann eigentlich sogar ein bisschen aufmachen, damit es geil ausschaut, ha? Was hält man denn davor? Wie gesagt, also so verzieren, dass ich heute noch erstmal haben. Ja, ja, aber schaut er jetzt schon mal nicht. Ja, Wir genau. können es ja verzieren, während schon produziert wird, was schon. Minecart rein. Und anscheinend war es das schon. Irgendwie. Ja, aber die Villager müssten jetzt rein zum Die mir jetzt hier Working rein. Station. Richtig. Was ich mir jetzt aber frage. Also es langt anscheinend, dass Orna ein Farmer ist. Ja, aber es sind einer Farmer und einer liegt im Bett. Na, Orna ist ein Farmer und der Farmer schmeißt dem anderen das zu und dann geht's ja eh schon los. Es müssen nicht beide Farmer sein. Beide in dem grünen Gehege. Richtig, beide sind hier drin. Krass. Wait, wie gehen wir jetzt mit Villagern gehen wir hier hoch? Mit Leinen? Ha. Na, Leinen geht nicht bei Villager, oder? Wie haben wir das denn sonst immer gemacht? Ich Scheiße. bin mir ziemlich sicher mit Soul Sand und Water Elevator. Scheiße. Na, warte mal. Wir sind hier auf einem Level. Wir machen hier einfach frei. Die lassen wieder reinschwimmen. Ja, du wärst nicht ganz Reitkämmer, oder? Beziehungsweise einer, weil er den Beruf haben mag, aber der andere hat doch keinen Bock drauf. Ja, ich meine schon mit dem Boot. Ja stimmt, ich mach da mal mit Klaus zu, oder? Zu die Betten dann. Da kommt keiner zu die Betten. Ja, aber sonst Ach so, verstehen wir jetzt von der Seite so zu meinst die, du, zu die ja. Betten rein. Ja, hast recht. Da können wir nur verglasen, wie du magst, von außen. Also wir können hier auch nochmal... Ah, na, hier ist Ich zu glaub, eng. Das ist tatsächlich offen, ja. Cool. Doch, da hatte ich am Ende nur drauf da, aber erstmal Villagerei, oder? Was haben wir denn hier noch gemacht? Wie haben wir das... Mit Pistons haben wir es gemacht. Jetzt Mit P, oh mein Gott. Hast du welche draus? Ich hab grad keine da, ich hab noch keine gecraftet, ne? Ich, ja, glaub ich auch nicht. Ja, ich mach schon hier. Geil, Mann. Ist ein Alter. Oh mein Gott. Ist das geil. Find's geil. Aber Pistons war actually ein smarter Move, oder? Safe, ja. Ich meine, wir haben es aber mit Liefern gemacht, oder? Und ohne Pressure Plates. Das weiß ich auch gar nicht mehr. Mit Liefer.
Leber. Lieber. Es langt eigentlich, oder? Pisten? Pisser? Wieso? Bist du mit dem anderen Villager gerade abgedüst? Natürlich, Bro. Stark. Ja, halb nicht rum. Sticks. Gefällt mir aber. Was du, ganz ehrlich? Hm? Wir hätten einfach beide Boote gleichzeitig kaputt machen können, weil dann beide gleichzeitig ja zum Komposter wollen. Und dann hätte es auch geklappt. Aber wir wollen immer schneller Pathfinder. Ja, aber dann ist er ja schon drin. Geht ja nicht. Achso, meinst du Pathfinder? Na, So. Hier so. mhm. Das ist ja, das geht ja auch nicht, ne? Ja, es funktioniert, also das ist alles was zählt. Oh, wieder einsteigen. Ich hoffe, Ihre Reise mit Rainer hat Ihnen gefallen. Und wir sehen Sie beim nächsten Flug. Ach, geil. Das ist doch super. Oh, hast du mal kurz die Home? Ja, das ist jetzt der Scheiße. Okay. Boah. Kannst du dann die, wenn du schon drin bist, die Ding kaputt machen? Wie macht man Hitboxen? F3G? F3 und Nö. F3 und B. Bist du ready? Hast du nur Glas? Ich hab gleich Glas. Ich hab auch noch ein Stack Glas, Bro. Ja, ich hab gut Glas. Nevermind. Perfekt. Oh mein Gott! Ah! Der ist instant raus, der war sofort hinter dir. Du musst Arschloch, ey. Bro! Aber er ist eigentlich der, der drin sein soll. Er hat selbst scheiß Beruf. Dein Kackproblem. Haust du noch Boot schnell? Der Ich bin beide drin. Die Boote sind drin? Ja, ich hab die Dinger abgebaut und bin losgegangen. Wait, was ist er hier? Wait. Da hinten. Oh mein Gott, er. Ist er hier? Er ist so auf der Flucht. Bro, ich hab ihm sein Bett abgebaut. Alter, wir hätten den fast verloren. Stopp. What the fuck? Alter. Aber wir haben noch kein Dach, gell? Soll ich eher... Es wird anderen Nacht. schießen, oder? Es wird Nacht. Ich geh zum anderen zurück. Oh mein Gott. Das hat man auch noch nicht. Nee. Geiler Scheiß. Ja, das Scheiß. Vor allem, er mit dem Beruf, er ditcht einfach. Das war deutliche Ja, aber- Kündigung. Das muss wegen sein Bett sein, eigentlich. Super. Ja, dann halt Nummer. Na toll. Mit dessen könnte der andere wieder abhauen. Ach, lol. Noch so? Okay, perfekt. Und hier war noch... Ist drüben offen? Nö. Ich komme hier schon wieder raus. Also,
Warte, wie kommst du raus? So, jetzt mit Wassereimer. Der Aber er Kollege. macht Ditchen. Okay. Digga, hast keinen Bock. Warum macht er nicht? Man, den Typen check ich, der mag safe pennen, aber er geiert auf anders Bett. Zombie. Vielleicht ist der jetzt schier. Der morgen im Karotte geben. Oh, jetzt hast du es gecheckt. Der hat einfach lang. checkt. Oh mein, ich bin Rayquin. Hure bitte. Oh mein Gott. Schnell. Okay. So, Ja, wir können dir nicht pennen lassen, gell? Das heißt, wir müssen so jetzt pennen. Mhm. Oder machen wir jetzt schnell doch drauf. Ja, Scheiß drauf. Ja, doch einfach schnell, oder? ja. Ich habe ja nur 220 Prismarine-Dinger dabei. Ja, dann müssen wir nur mal was holen, oder? Ja, wir können ja mit. Ja, bisschen. Wollen wir ein bisschen Glas? Na, das macht keinen Sinn, oder? Ich meine, wir können ja wieder so Ränder machen, so 2 breit quasi. Und dann innen Ding machen. Ach so, meinst du, ja. Ja. So quasi so halt, wie diese Säulen halt. Ach so, ja, genau. Oh, an die Ecken da die Ohren tatsächlich so freilassen, damit sie so kantig ausschaut. Nur, oh, okay, what the fuck. Ja, wir haben auf jeden Fall zu wenig, oder? Ja, safe. Ja, dann scheiß mal kurz auf die Ecken, dann mache ich die komplett schnell weg. In Hoffnung, dass es wenigstens so reicht. Ich meine, die kennen ja nicht Verbrenner, oder ich meine, wenn es neu drauf scheint, ist ja. Okay. Ach so, lol. Lol. Hey, lol. Oh, lol, Moment, er baut nur was. Was, er? Er ist so nicht mehr fertig. What? Werbung. Ist doch noch nicht fertig, irgendwas baut er nur. Zu fix. Aber wo? Der Kerl baut höher. Decke weg, der baut nur höher. Wir haben irgendwann ein bisschen fertig, aber sind wir nicht. Wie frech ist das denn? Ja, Klaus ist lost. Ja, Machst das du nix. ist einfach verloren, mein Gott. Das ist ja. Zombies? Gut, dann wie war's mir, wenn ich einfach mal das Tutorial weitermache? Ist doch mit einer Angel? Boah, bitte droppst du die Angel, Bro. I want that. Fuck. Okay, der ist jetzt hier hochgegangen. Und macht nur mal 3 höher. Warum denn 3? Frag mich nicht. Ja, der macht wahrscheinlich direkt nach einer Ebene, aber. Aber im Endeffekt gehen wir dann nicht 3 höher, sondern nur 2, weil wir sind schon her. Genau. Ich weiß nicht, der macht nicht in einer neuen Ebene. Ja, aber warum denn dann so hoch? Weiß ich nicht. Ja, dann schauen wir erst mal weiter. Ja, doch, das stimmt schon so. 3. Ja.
Und dann. Mhm. Mhm. Vielleicht macht er nur mehr Betten oder so. Ja, das können wir nicht vorstellen. Das hätte ja sonst hingeschrieben. So, dann macht er hier nur dicht. Und jetzt gängen wir echt. Hast du nur Bob Dark Prismarine? Mhm. Aber ich guck So. los. Wir gehen jetzt uns die obere Schicht Gloss Vector, oder? So. Wir schauen noch einmal. Wir schauen noch einmal. Er macht doch keinen zweiten Layer. Hä? Ja, aber dann wäre das schon Song im Video, ja, jetzt kann man hier nur erweitern oder so. Ja, ich kann schon sehen, dass es sockt. Oh mein Gott. Aber. Hm. Ich hab sie gerade ohne Ton, ne? Ja, das ist mir schon klar. Sonst hätte es wahrscheinlich erklärt, dass er sagt, Next Layer. Hm. Ne, meine, ich kann mir ja dann auch noch füllen, wenn es ist, aber irgendwie. Schauen wir mal. Das ist zweitrangig. Ich dachte Ja, erstmal ich schon, weiß. dass er funktioniert. Dafür muss ich aber trotzdem das Eis gerade vorspulen. Ja. So, hat er wirklich ein Double Layer gemacht. Ja, toll. Zockt es doch vorher. Ja, hat er wahrscheinlich, Das du. Maul. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Hm. Naja, okay, auf jeden Fall. Der Punkt ist, also eigentlich soll es ja schon funktionieren, ne? Ja. Aber, aber warum machen die nichts? Das ist jetzt so der Punkt, den ich sieg, weil eigentlich, Also was ich noch gewusst habe, ist, dass der Zeit zum Warmlaufen braucht, dass der Farmer überhaupt sein eigenes Inventar erst füllt ja, und okay. dann das Überschüssige immer erst droppt. Das kann sein. Ich hab mir ja theoretisch mit Baummehl schon mal ein bisschen was. Ja, aber. Ja, dann müssen wir ein bisschen abwarten. Dann machen wir mal ja das Doch drauf, oder? Ja, aber jetzt warte, wie machen wir das dann? Machen wir 2 Glas, dann nur mehr Prismarine-Schicht? Der ist einfach nur mit. Einfach nur mit 2 Layer runter. Und dann machen wir. Heute ist doch irgendwie. Nö. Ist uns das Jahr unnötig, wenn es zu hoch ist. Ja, sag ich. Ja, die lernen sie gerade kennen. Das ist einfach nur in der Kennenlernphase. Mhm. Das ist ganz, ganz schlimm. Aha. Jetzt haben sie sich gut kennengelernt und jetzt wird geackert, oder wie?
Also, das ist ja dann so, dass der Glorny ja dann einfach straight up da runterfällt und gut ist. Ja, Machen wir jetzt kann Glas ich mal drüber. ganz viel beten. Machen wir so jetzt Glas, oder? Ja. Ich hätte auch mit nicht sagen. Haha. Hehehe. Hast du noch einen Brick? Satisfying. Für das Egg? Ah. Okay. Ja, schaut im Endeffekt sogar gar nicht mal so scheiße aus, wenn es hier so. Ich meine, jetzt können wir übers Gloss theoretisch noch hier Prismarine Bricks drüber da, oder? Kennt Dann ist so ein bisschen abgerundet. Kannt man. Aber ich habe keine mehr. Das werden jetzt sehr viele nicht lange dann. Ich habe 34 genau. Haut man langs vielleicht doch. Wir brauchen. Stimme 428. Let's try though. Jetzt mehr 5, Alter. Ja, okay. Dann ist der Breeder auf jeden Fall da. Soll funktionieren. Mach ich dich jetzt an? Wenn du magst, ja. Ja, so, passt. Aber hier, hast du noch einen Block? Ja. Kapadorn hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob. Ja, aber ich meine, was bisher, kommt. er hat ja bisher immer abgefarmt. Das ist schon richtig so. Ja, aber er, wie gesagt, er muss ja erst selber das internes Inventar füllen. Genau. Okay. Dann ist dieser Task ja wohl erfüllt. Schätze schon. Stimmt nicht, stimmt nicht. Wir müssen hier nur doch drüber machen. Das wird sonst ganz schnell als Zombie Party. Ja, da kommt keiner rein, aber. Naja, wir könnten vielleicht auch ein bisschen ausleuchten. Hier oben, das ist Spawnfläche nämlich. Aber ich hätte man auch mit Sea Lantern machen können, ne? Ja, aber die holst dann du. Ja, okay. Ja, Kommt noch. Okay. Trotzdem mal allgemein hier irgendwie ein bisschen ausleuchten. Ja, außenrum soll jetzt auch nicht unbedingt was spawnen. mhm. Hat nicht dann Partikel, wenn da was abgeht? Der eine hat irgendwie vorher mal grüne Partikel gehabt. Grüne, Ja. Das, was der eigentlich aus der Task zugewiesen gekriegt hat, Genau, oder? ja. Und wenn da halt was geht bei denen, so, dann fliegen da normalerweise Herzen. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel Pressure jetzt, weil normalerweise ist ja doch kein Glas und jetzt stellen wir diese zur Schau. Ist vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Mhm. Bisschen unangenehm, ja. Aber kommen wir eigentlich schon klar, genau. Komma klar käme, aber halt nur wenn es pressiert. Die sagen dann Ausbildung zu Professionals, weißt du? Also, Ah, okay. was da wie es läuft. Ja, vielleicht wollen wir die Maschinerie hier wieder aufbauen, abbauen. Du musst dir denken, da sind jetzt zwei Villager drin. Dem einen sein Job ist Farmer, ja. Der andere hat halt einen anderen Job dann. Was ist der andere Job? Was meinst du, wer ist wer? Der andere hat dann quasi einen Fabrikberuf, er tut halt free produzieren, weißt du? Ja, okay. Mhm. Okay. Also ist der Farmer praktisch der Arbeitende, der dann
abends heimkommt und seinen Ja, Frust genau. rauslässt und halt einfach nur mit Gewalt. Mit Gewalt, Bro, was ist don't know about that one? Dem Mann, sie kommt nicht raus. Warum jetzt das sie? Ja, ich mein, ich mein, sie trockt aus, so gesehen. Also, Ja, okay, aber kann ja Abbäuerin sein. ja, aber du hast ja gesagt, sie hat einen anderen Beruf. Also er, hast du gesagt, der eine geht farmen und der andere ist der Ich Breeder. hab gesagt, da sind 2 Personen drin. Es Ja, gibt 2 Berufe. ja, aber wenn sie ausdrückt, ist das ja. Ach, jetzt mal. Mutterschutz. So. Ja, irgendwie ist. Wir können hier ewig warten, also. Ja, okay. Tu mir mal. Ha. Ich tue ja mal den Sandre, den kannst du dir dann schnappen. Geilo. Ja, dann tu ich jetzt mal wieder ein bisschen Mist von mir ausleeren. Mhm. So, ich brauche jetzt halt noch ein bisschen Glowstone danach. Muss ich farmen. Stimmt, den Breeder merke ich gerade, kann man jetzt geil ausschalten, gell? Äh, Wie hat man anderen ausschalten können? Das war, indem man die Trapdoors einfach zumacht, gell? das war voll cool, gell? Warum? Das ist schon wieder so der Klassiker, ich hab den anderen nicht gefunden. Und dabei war der Giga gut. Und der ist jetzt halt irgendwo so bloß so meh. Da Hm. war dann letztes Mal wahrscheinlich genau dasselbe Theater gehabt. Ja, aber da gibt's ja nichts zum Ausschalten hier. Ja, das ist das. Das ist halt übel dumm. Oder wir checken es aber nur nicht. Dann muss man die Trapdoors aufmachen oder habe irgendwas verpasst? Ich hoffe mal nicht. Ist natürlich nicht so leicht, wenn man hier nur so nebenbei schaut. Hm. Hm, hm. Hm. Äh. Hm, hm. Then the farm is ready, sagt er. Ja, okay, super. Dann ist die Farm ready. Hallo. Dann brauchen die wohl nur Zeit. Ja, jetzt ohne Scheiß. Also. Aber wie war das mit dem Ausschalten? Du warst das andere Mal, gell? Mhm. Das ist so traurig. Ich hätte gedacht, dass es Trapdoor war, dass Kitty vermutlich rüberlauft und nicht runterplumpst. Aber warum? Kann ich dir jetzt nicht sagen, warum es dann aufgehört hat. Ich meine, das Kitty bleibt ja kein Kitty so. Mhm. Hm. Der war so geil, diese Breeder. Bist du gerade am Laufen? Lauf jetzt. Ah. Das sind die ganzen fucking Boote. Naja, scheiß drauf. Okay, passt. So, das Design ist relativ gleich. Das A, das A. Die meisten Designs sind irgendwie gleich, keine Ahnung. Die Designs werden halt sehr, sehr ähnlich sein. Ja, aber das mit dem Deaktivieren und Aktivieren, ist halt die Frage. Das ist hier die Frage. How'd they do that?
Hm. Ja, finde jetzt auf die Schnelle nix. Das war's. Aufgeschissen. Vielen Darm. Aha. Ich glaube, er hat viel im Darm. Ja, ich glaube, er das Danke gesagt hat. Aber sich deutlich verschwommen hat. Drastisch. Ich mein, die laufen ja immer nur zu den Betten hier. Also heißt, an dem liegt's nicht. Ja. Und dann entscheiden sie sich doch, es einfach auf dem Feld zum Tor. Oh, Drecksau. Oh ja, jetzt erntet er wieder. Er erntet die Lorbeeren für ein Feld, die ihm nicht gebühren. Jetzt rennen sie wieder. Ja, ja, Ernte, los. No pressure, no pressure. Okay. Ja. Okay, aber ich darf mir sagen, jetzt wäre es Zeit bei mir für eine Pipi-Pause. Okay. Eine ultra dringende. Bis gleich. Bis klar. Ja. I'm back. Big Mac. Hallo. Ich glaube, ich sollte noch mal was trinken. Gut. Dann war das Ziel Breeder realistisch gesteckt.
Definitiv. Genauso wie XP-Farm. Ja, deutlich funktioniert. Deutlich. Ja. Ich muss sagen, ich habe erstaunlich gute Erfahrungen jetzt damit gemacht. Oh ja, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die so krank reinhaut. Du musst halt ein bisschen Potions brewen die ganze Zeit, also auf Dauer ist ein bisschen Blaze-intensive, aber Mm, okay. Das stimmt. Aber so viel braucht man doch nicht, oder? Von Blazes. Free nicht, aber du hast ja so diese Hürde. Du musst halt über die Schwelle Blazes auch mit drüber kämmen, sonst geht der doch nicht. Mann ich. Das ist richtig, ja. Aber da denke ich mir dann, wenn ich halt so ein Dings mache, so ein Auto-Potion-Dings, Ja. dann ist es nur mehr geiler. Dann füllen wir halt mal ein paar Blazes noch. So, dann machen wir der Blaze-Farm halt auch. Boah, okay. Die ist ja auch gleich gemacht. Ja, okay. Die ist wirklich gleich gemacht. Und zum Ja, okay. Kannst kaum warten, wenn die da mal steht. die Blaze-Farm. Ja. Ja, bei der Festung, die ja sowieso in der Nähe ist. Warum nicht? Blaze ist dann schon mal sehr tödlich. Hab ich Ja. dir erzählt, dass ich ein Mikro vorher schon gerettet habe? Na, ist nicht. Der ist bei der Blaze Farm quasi runterkickt worden und in Lava gefallen. Beim Blaze Farmen halt. Ja. Ja, okay. Du hast ihn gerettet, indem. Da habe ich da Abenteuer gemacht und habe da Blöcke platziert. Wie hast du den Dann ist er in gerettet? Volldamage. Dann hat er gemeint, er ist in Volldamage gestorben. Oh, ja. Und dann war er aber schon in der Lava drin. Ist dann nur mal rausgegangen und dann habe ich dort alles trocken gelegt. Und dann hat es Gott sei Dank aber trotzdem funktioniert. War ganz lustig. Ja, okay. Toll. Das Ohrsilberfisch auf dem Slab oben drauf. Der Ausreißer. Echt so. Ja. Ein bisschen ans Equipment haben wir vielleicht noch. Wie viel Equip hast du jetzt schon so? Was ist bei dir schon alles ready? Also, ready an sich ist eigentlich nur gar nichts. Echt? Okay, ich muss sagen, ich habe jetzt schon ready meine Glücksspitzhacke. Also, FE5, Unbreaking 3, Mending und Fortune 3 auf Netherite. Du hast nur was ganz Wichtiges vergessen. Und umbenannt. Umbenannt. Okay, das ist ready Aber bei dir. ja. Das ist bei mir ready. Ja, ich brauche halt dann nur FE5. Mhm. Dann hätte ich meine Silk Touch Picke halt ready. Ja, und sonst habe ich halt echt gar nichts ansatzweise ready irgendwie. Ich bin doch noch ein bisschen hinterher. Das kommt noch. Ich war ewig lang halt auch nur auf Stone so. Jetzt habe ich mein erstes Ding mal ready gemacht. Aber es ist ein geiles Gefühl. Ich kann nichts sagen. Ist ein geiles Gefühl. Das ist safe. Was du, wie man jetzt am besten so Crimson Wood farmt? Weil Na, dieses manuelle Farmen ist halt eigentlich kacke, weil es die ganze Zeit alles vollspammt mit diesem. Mit den Ninderward-Blöcken. es gibt eine Methode. Eine Methode zum automatisch farmen für so mit so einer ja, mit der Farm halt einfach, lol. Also ich glaube, ich habe einmal so eine ja gemacht, so, wo du richtig viele verschiedene Bäume halt pflanzen können hast und die sind dann automatisch abgefarmt worden. Dann hast du den Modus wechseln können und dann hast du auch die Crimson Dinger
automatisch abbauen können. Farmen können. Ja. Ja. Warte, was ist du gerade oder war das der Nico? Ich hab gar nichts gemacht. Im Nether. Nein. Okay, was der Nico? Hast du gerade ein bisschen umhergeirrt? Wo muss ich lang? Ich muss raus. Ich muss aus. Ja, ist halt das Problem, wenn er so ein bisschen abseits ist. Und sich jetzt nicht mit der Infrastruktur auskennt hier. Mhm. Rage Quit. Direkt geraged, bitte. So. Jetzt mit den gigantischen Leveln am Sack. Kann man doch mal wieder sich ein paar Bücher schnappen. Und ein bisschen Lapis. Warte, für viel Level hast du gerade? Zimmer 40. Stabil. Ja, ich war ja gerade an der Farm. Ne? Ja, okay. Sorry, das hat natürlich nicht gekostet. Ich habe gerade in der Babypause die Beschwerde gekriegt, so die armen Armadillos werden hier durchgehend angekokelt. That's life. Ja, Mhm. Cats Life, Alter. Ja, Das ist klar, Kämmer. ich habe die großgezogen, jetzt erwarte ich hier aber Leistung. Leistung. Wertschätzung, ja. Für ihr Leben. Wertschätzung. Die lerne ich richtig wertschätzen. Eigentlich ist 2 Minuten gut gegangen. Perfekt. Das langt jetzt aber auch fürs Leben. Vor allem, die sind in so einem Loch aufgewachsen, weißt du? Und dann wird es an der Leine in dieses andere Loch reingepresst. I was born in it. Kennst du das? Nee. Okay, das ist von Batman. Ah, okay. Ja, Schade. ja, so cool. Mann, ich krieg halt aber auch die ganze Zeit nur Prot 3, weißt du? Das ist halt auch. Ja, Part 3 ist halt auch schon heftig. Ein Piercing wollte ich nicht, genau, das war ja der Scheiß. Ja, okay, ne? Was war's? Ich probier's es mit Prot 3. Nur Prot 3. Aber die ganze Zeit. Oh. Ah. Lure, ja, brauchen wir jetzt. Wait, Lure 3 hat dich taken, Bro. Ja? Safe. Lure 2. Wait, mir. Mein Angelharz. Lure 2 ist auch schon was. Hä? Lure 2. Ist das Max? Nein, 3. Ah, shit. Naja, aber Lure 2 ist auch schon was. Hä, ist safe geil. Was machst du denn? Warum? Wie machst Magst du jetzt Hetz reden oder was? Nur Unbreaking 3, Alter! Hä? Jetzt kannst du das schon kombinieren, was schon? Okay. Das lasse ich mir gehen. Auf dem Schwert. Sharpness 3 aber bloß. Fire Aspect 2 und Looting 3. Ah ja, ist. Wow, okay. Mhm. Kein Damage-Dings, sondern nur die ganzen Side-Dinger. Ja, die Chef. war beide geil sind. Sharpness 3 halt. Ah, okay. Ich hab schon gemacht. Ja. Das war eigentlich ein guter. War ein guter. Dann brauche ich nur Sharpness 5 halt drauf. Unbreaking, Mending. Und von mir aus Sweeping Edge. Boah, ich finde Schwert ist schon krass. Da kann man schon gut machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, das lasse ich jetzt dann mal so. Fire Prot. Oh ja, okay, Prot 4 auf die Hose. Aber nur Prot 4, was ja klar war quasi. Safe. Oh, Prot 4 auf die Chestplate mit Dornen 2. Disenchanted. Von den 2 leider Ja, immer ja. hier. No go. Okay, Prot 3, Unbreaking 3. Wenigstens das. Mikus kurz mir hergegangen, habe ich mit seiner Diamond-Axt gehittet, Alter. Der Penner. Alter. Der, Sprintet weg, schreibt hihihi. Der Ich kotz gleich. that's massive damage. Der kriegt gleich. Ja, nicht so wichtig. So.
Was kann man den jetzt da noch machen? Ja, ich tue jetzt einfach mit den Büchern weitermachen, weil was anderes kann ich gerade nicht so. Also, ich chopp nochmal schnell ein bisschen Holz. Bei dem Void, der komplett gerodet ist, weil der Jonas nichts mehr nachpflanzt hat. Mhm. Geil. Und dann tue ich mir noch mal ein paar Emeralds traden. Oh ja, immer wichtig. Die sind wirklich immer wichtig. Ja, vor allem, wenn du 32 für Mending hast, gell? Also, Oh ja. das ist so ein Kack-Trade. Wir haben den gelockt. Ja, Jonas, aber das war wahrscheinlich mit so der erste. Er hat ja Discounts gekriegt, weil er ihn gecured hat. Mhm. Ich glaube, da hat vielleicht 10 dafür Zeit. Boah. Dann juckt dir nicht, was die eigentlichen Preise sind. Ja, mal Hero of the Village Ray klatschen und Abfahrt. Das habe ich mir actually auch schon überlegt, ja. Ja, das macht eigentlich nur Sinn. Ich habe einen Outpost, da kann man mal ein paar Flaschen holen. Ein Hero of the Village und dann halt komplett Emeralds reingrinden. Safe. Und dann halt gleich. Weil die Ja, Sticks klar. kriegst du ja dann auch. Also du musst ja auch weniger Sticks dann zahlen für einen Emerald. Machen wir mal ein paar Late-Night Raids. Schon wieder. Okay. Ja, das war halt geil, aber. Ja. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall nur mal kurz in die Mine. Ich habe hier irgendwo, hab ich mir hochbuddelt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt wieder finde. Das ist schon wieder ein krasser Schachzug gewesen, Alter. Schlag den Zombie mit. Schlag den Zombie mit Fire Aspect und er zündet mich an. Zweimal. Das ist krass. Aber es war aber auch ein kleiner Zombie. Do it again. Das war aber auch ein kleiner Zombie, ne? Also das darf man nicht vergessen. Ein Mini. Jawohl. Arschloch. Arschloch-Zombie. Oha, chill. Na, ich meine das so, wie ich sag. Perfekt, ich auch. So. Emeraldos. Oder Emeraldes. Esmeraldos. Ha. Hat 24? Ah, okay. Da konntest du dir Bookshelves direkt kaufen für 9 Emeralds. Das ist auch krass. Das ist wirklich sehr günstig eigentlich. Bist du krass? Ja. Aber ich weiß nicht. Ein Bookshelf für 9. Alter. Für das, dass du immer so viel. Das ist am Anfang Early Game ein richtiger Krampf, den mal ranzukriegen. Da kriegst du einfach ein paar Sticks, Rayböllern und zack, hast Bookshelves. Das ist halt geil. Ja, das ist ja speziell gesagt im Early, ja. Genau. Das haben wir halt inzwischen immer. Naja, also ich sage da jetzt nicht sagen, dass ich ja voll die Kuhfarben habe, wo ich mir das leisten kann oder was. Aber ja, Leder ist immer das Problem. Aber gut, ich hab mir nur Leder zusammengesammelt, weil ich überall schon was mitgenommen habe. Klar. Okay. Okidoki. Okay. Ich finde Fledermäuse schon nicht so krass aus. Ich glaube, mit meinen 29 Level kaufe ich mir jetzt. Oh ja, ich hab so wenig Emeralds noch. Dann geht's nicht. Dann geht's nicht. Aber. Na, dann nicht. Ich komme mir mal mit. Ich tue mir jetzt mein Schwert mal. Da hau mir das Mending direkt drauf. Das passt nämlich so. Ja, danach muss ich Bücher Okay. kombinieren. Und dann passt es. Aber das mit den Büchern kombiniert, damit es günstiger rauskommt, boah, das habe ich immer noch nicht ganz checkt, muss ich sagen. Ultra simpel, Leute. Das könnt ihr ganz genau sagen, wie es funktioniert. Du musst dir vorstellen, es wird immer genau dann daher, wenn du dieses Teil schon mal kombiniert hast.
Okay. Also jetzt stell dir mal vor, du hast ein Schwert und darauf packst du ein Buch. Dann ist das einmal kombiniert worden. Ja. So, und jetzt sagst du dann, jetzt möchte ich nur mal was auf das Schwert packen, nimmst nur mal ein Buch. Ja? Dann ist es ja schon zweimal kombiniert worden. Ja. Genau. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest nur mal was drauf tun, dann hat es dreimal kombiniert worden sein. Aber wenn du jetzt dafür zwei Bücher nimmst, die dann miteinander kombinierst, dann sind die ja nur einmal kombiniert worden. Mhm. Und dann schaust du mal, das Schwert ist ja schon zweimal kombiniert worden und das Buch ja nur einmal. Dann musst du aber trotzdem das Dreier nicht zahlen. Also, wenn du jetzt das Schwert nur einmal kombiniert hast und das Buch nur einmal kombiniert, dann zahlst du ja nur den einfachen Preis. Ja, okay. Wenn du es aber, du musst jetzt schauen, dass du das ein bisschen verteilst, die Kombinierungen, und nicht immer alles sofort aufs Schwert draufböllerst, sondern einfach die Bücher mal miteinander kombinieren. Und dann passt es. Ja, aber dann kann es ja trotzdem sein, dass du Kosten hast, die du nicht bezahlen kannst, oder? Unwahrscheinlich. Too Also, expensive und so. wenn du musst natürlich immer schon direkt auf hohe Enchantments gehen. Von Haus aus. Wenn du anfängst hier Unbreaking 3 hoch zu mixen, dann wäre es irgendwann schwierig. Ja, aber was machst du jetzt, wenn du FI5 Buch haben magst zum Beispiel? Ja. Geht ja nicht. Du musst ja direkt enchanten und hast dann irgendwie heftige Basics mit Sharpness 4 oder FI4 und nur 2 andere Traits im besten Fall. Und das ist dann deine Basis ja eigentlich. Genau. Basis ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Das ist immer gut. Oh mein Gott, Cave Spider Spawner. Und was für einer, what? Genau, pass mir auf, wenn ich jetzt sage, ich tu jetzt einfach auf mein Schwert, das habe ich ja gut verzaubert schon mal, ne, gute Basis, habe jetzt Mending drauf. Dann habe ich es ja einmal zusammengeführt, ja? Ja. Und als nächstes mache ich so, dass ich einfach zwei gute Bücher miteinander kombiniere. Weil dann sind die ja einmal kombiniert worden. Ja. Und wenn ich die beiden, dann das Schwert mit dem krassen Buch kombiniere, dann ist es ja zweimal kombiniert worden. Ja, schon. Genau. Und so habe ich praktisch 3 Sachen, aber nur für den Preis von zweimal kombinieren. Ja, aber ich finde es halt eher so schwierig, dass du das dann so perfekt erreichst, weißt du? Dass du das erreichst, dass du Alter, ich glaub, also wenn du perfektes einfach, Buch noch findest. wenn du einfach hoch verzauberst, dann muss man halt auch oft mal wieder disenchanten und nur mal probieren oder keine Ahnung was. Aber deswegen haben wir unendlich Level. Was machst du dann aber mit dem Müll, den du kriegst? Was ist, wenn du jetzt Efficiency 3 kriegst? Damit kannst du ja nichts machen mit dem. Ja, Weil du magst es ja immer kombinieren und dann hast du schon diesen ersten Kombinationspunkt weg. Ja, dann kannst du es ja einfach disenchanten und einfach weiter tryen und so. Und das ist es, deswegen habe ich gleich gesagt immer, yo, Lapis echt nicht unterschätzen, weil wenn du gescheit enchanten möchtest, dann Lapis mitnehmen. Oh mein Gott, was ist das? Sind das Bricks? Habe ich ja Dry-Timer gefunden? Oh mein Gott, Oh, sehr gut, sehr gut. Nein. Kannst du dir die merken, wo die ist? Oder mir Koordinaten sagen? Ja, hier. Sagen wir mal X0 Okay. und Z 185. Okay, und Höhe? Minus 12. Okay. Mich könnte sein Hund. Trial Chamber. Kaum mal drauf zu gehen. Da mag ich auch nochmal Regie auf jeden Fall. Ja, das sagen wir. Aber sagen wir mal, dass bei der X vielleicht doch Hexe ist. Dann bist du nämlich genau bei meinem Eingang. Ja, Okay. genau, na, scheiß drauf, scheiß drauf. Du hast es schon. So, Trial Chamber. Also minus 6 anstatt 0, oder was? Dann nur 6, komm minus. Also 6 anstatt 0. Ja. X. Ja. Okay.
Ah, es ist ja mitten im Ozean. Ist ziemlich unter meiner Base. Also wirklich eigentlich straight runter. Also die Koordinaten, wo du mir durchgegeben hast, sind halt einfach im Wasser. Ja. Da bin ich ja legit nach unten gegangen. Also, aha. Also unten. Mhm. Oh, cool. Na dann. Genau. Okay, let's go. Da wird sich auch nochmal so ein gediegener Maze rauslassen. Freue mich schon drauf. Genau. Für das Enchantment vielleicht, für das Advancement. Oh, ich kann mich schon. Achievement. Für alles einfach, für Spaß. Ich habe schon wieder einen Cave Spider Spawner gefunden. Du magst dich doch verarschen. Gut. Was machen wir jetzt? Nimm mal Fui. Nicht draufgehe. Aber ich glaube, das ist Wunschdenken. Ich hab da noch einen Haufen Sticks, genau. Oh, ich bin vergiftet. Scheißdreck, Alter, du Monster. So, ich trade mir jetzt noch mal ein paar Emeralds. Und eventuell Koni Dungeon mir Fortune holen. Hm. Na, Koni nicht, weil ich glaube, ich kriege mal bloß 16 aus einem Trade-Durchlauf raus und das ist zu wenig. Ziemlich traurig. Aber gut, dass wir jetzt ja Villager haben. Da können wir gleich drüben irgendwie so eine Hall aufbauen oder so. Jetzt warte, der Michi hat auf jeden Fall auch schon einige gehabt. Mhm. Aber der ist halt wieder so bei Miko, hinter Miko im Bereich. Ja. Ah, das war ja Mending. Achso, 17. Ich brauche trotzdem ein Stack und 4 Emeralds brauche ich hier. Das Gute ist, bei der Pickable muss ich nicht so viel Gedanken machen, weil da gibt es so wenig Enchantments drauf, das wäre eigentlich nicht so teuer. Und dann ist es egal, weil du hast eh Mending. Ja. Ja, dann war es das jetzt schon wieder. Scheiße. Kaufen wir gleich nochmal einen Fortune. Aber es ist Fortune 2, oder? Na, es ist Fortune 1. Oh mein Gott. Ich hätte mich auch nicht mit dem zufrieden gegeben. Ich kriege jetzt schon Discount. Ich habe vorher ganz normal FE4 Picke gesehen quasi. Direkt Fortune 2 Nummer gekriegt. Fortune 2 FE4 Unbreaking 3. Ein Monsterteil. Ah, geiles Teil. Hm. Ach ja. Boah, ich tu jetzt einfach mal den Villager hochtraden, damit der einfach günstiger wird. Verkaufe ihm einfach dir als Papier. Da wollte ich eh schon die ganze Zeit eigentlich noch so ein kleine Automaten bauen. Automaten, okay. Aber das wird dann wohl nimmer halt passieren. So. Aber den werde ich auch wieder nicht so viel verkaufen können, weil der gleich wieder dicht macht, sein Laden. Lord. Nee, lass mal. Lass decken, Kollege. Das ist ja so Scheißware.
Boah, es ist kein gutes Zeichen, ich krieg Hunger. Oh. Inge? Moment einmal. Jetzt muss ich mir ganz kurz nachdenken. Ich habe halt Mittag gegessen. Und das war's. Krass. Das ist schlecht. Du erinnerst dich, oder du erinnerst mich gerade fast an eine weibliche Freundin. Ja gut. Aber ich habe halt einfach irgendwie keine Zeit gehabt. Gott, Zeit ist krass. Ja, Du hast deine Prioritäten anders gesetzt, meinst du? ja, und dann habe ich halt auch keinen Hunger gehabt irgendwie. Also weil es sonst hätte mein Mann gebrummt, aber hat er nicht. Und deswegen ja. Und das macht er jetzt. Das ist natürlich wieder super Zeit dafür. Oh ja. Bro! Kommt komplett so ein Zombie aus der. Bei die Villager da raus. Okay. Wait, wo? Bei dem Mending Jonas. Aber hat er infiziert? Na, hat er nicht. Ich fand, war geil gewesen. Hättest du einen Discount gekriegt? Ja, die kämen doch nicht hier. So, und jetzt? Er hat nur mehr Buch. Knockback 1. Also, das ist wirklich ein bodenloser Abzocker. Aber jetzt kriegt man bei dem einer Fortune-Dings kriegt man jetzt einen Rabatt. Jetzt kostet nur 13 anstatt 17. Oh. Weil wenn wir die hochtraden und die im Level stärker werden, dann wird das immer besser. Ja, aber ich glaube eher, dass du dann Rabatt kriegst, oder? Und nicht alle. Na, die sind ja im Level besser. Da müssen die ja doch allgemein einen besseren Rabatt geben. Das In der heißt, Theorie schon, ja. man müsste hier mal ein bisschen rein investieren, vielleicht in Bookshelves, damit Mending einfach günstiger wird. Ich meine, ich habe jetzt auch schon einige Mending-Bücher bei dem gekauft. Na, stimmt gar nicht eins. Ich habe nur eins gekauft. Aber allgemein haben da halt schon ein paar Leute Mending-Bücher gekauft. Ja. Was scheiß drauf, ich investiere das jetzt. Mario hat wieder die Emeralds. Lass dich wieder raushängen. Na, meise ein bisschen. Ah, wegen. Jetzt kann die aber vielleicht doch mal schon langsam wieder mal. Oh ja, schon hier 31 nur noch. Aber das kann wirklich nur für mich sein. Egal. Aha. Hauptsache für mich ist günstig. So schaut's aus. Ja. Ich kann jetzt halt gerade nichts weiter traden, ne? Ich hab sonst nichts. Ich müsste halt eine Bookshelf kaufen und dann steigt der im Level auf. Ich meine, wenn du nichts hast zum Traden, dann wird's schwierig. Ja, es ist traurig, ja. Wir müssen halt ihre Trades refreshen. Wait. War das gerade. Hä? War das eine frische Skeleton Trap hier? Was für Skeleton Trap? Es gibt so Skeleton Trap bei Gewittern. Da ist so ein Skelett mit Helm auf einem Skelettpferd. Und dann schlagt der Polizei und dann sind es auf um 4. Ach so, ja. Weil die Das war bei dir gerade. ja, nicht gerade, aber hier sind. Ah, scheiße. Hier sind 2 Skeletons, die vorher noch nicht hier waren. Ich kann hier beim Jonas pennen dabei. Zzz. So, wer spurt da wieder nicht? Sorry. Okay, perfekt. Funktioniert. Funktioniert doch nicht. Was? Ist nicht. Zentrifugieren. Habt ihr schon pennt oder nicht? Nein! Hey. Sehr gut.
ist eine super Sache, weil jetzt sind die Trades wieder refreshed. Sonst nicht. Jungs. Das gibt's ja nicht. Schade. Also ein paar so Kühe, da die mir schon mal ranholen auf jeden Fall. Für so eine kleine Farm. Irgendjemand auf dem Server hat wieder so eine Monster-Kurfarm auf einem Block, weißt schon. So ein Ding, ja. Ja, richtig komprimiert. Sehr effizient nenne ich das. Große Quanta. So. Boah, jetzt geht's an der Höhle her, oh mein Gott. Ja, gehen wir rein. Okay. Hey. Klar doch. Der Ja. Knapp war da die Schuld. So, was mache ich jetzt noch was? Das ist echt. Eigentlich glaube ich, lass es bleiben. Ganz ehrlich, es war schon lange genug. So ist das Gescheiteste. Ja. Ja, Führen, was dazu sagen, war es erfolgreich halt. Definitiv, ja. So ist richtig. Was steht demnächst da? Was wir heute nicht geschafft haben, Eisenfarm. heißt die Eisenfarm. Okay, aber ich muss ehrlich sagen, die war bei mir jetzt halt nicht so auf dem Plan. Doch, bei mir schon ein bisschen, aber ist ja wurscht. Nein, Dann das nächste Mal. ich fand die XP-Farm erstmal weiter oben in der Prioritätsliste. Ja, passt ja. Und dann halt eben der Breeder. Weil das braucht man. Ah ja, ich kann mal kurz hinschauen, ob da jetzt schon was passiert ist. Mhm. Oder ob der einfach nicht geladen hat. Kann auch sehr gut sein. Also die laufen beide rum. Ja! Hat funktioniert. Geil. Und? Ja! 2 Kleine sind schon drin. Okay. Und wenn die ausgewachsen sind, Ja. dann sind die in dem großen Raum. Ja, Umso besser, dann können wir nächstes Mal wieder durchstarten gescheit. genau. Perfekt. Das war eigentlich super, das Etappenziel. Und es ist okay, dass der relativ langsam ist, weil wir werden nicht viel brauchen allgemein. Ja, ist echt nett. Das werden wir warten, Kinder, ganz ehrlich. Haben wir sonst auch andere Sachen zum Tor. Ja. Sehr gut. Wir haben noch dann so eine kleine Hütten baut, wo die dann rausgekommen sind mit dem Minecart. Und dann haben wir Ja. die transferiert in ein Boot. Ja. Kann sein. Das mit dem Brot weiß ich sogar noch mal. Ich habe das dann auf Knopfdruck gemacht. Aber von oben hat man wieder die Minecarts dann wieder reingefüllt. Und dann hat man einfach oben in der Hütte Ja, da genau. so auf den Knopf gedrückt und dann ist der rausgeschossen gekommen und dann hast du ihn praktisch umladen müssen. Das war Gottchen. cool. So, ich muss mal schauen. Eventuell mache ich morgen ein bisschen was, eventuell aber auch nicht. Ich muss echt schauen, weil morgen wäre die Bouldern gehen. Hm. So heißt, es wäre, wenn, dann wäre es wirklich spart. Und dann auch vielleicht bloß eine Stunde oder so. Ist ja vollkommen fein. Ja.
Okay. Ich habe jetzt 1, 2, 3 Mending Pieces. Das ist doch noch nicht komplett vollständig. Aber es schaut gut aus. Oh, jetzt doch, ich muss jetzt nur mal schauen, ob ich traden kann. Bitte. Ist ja heftig. Ja, bei Emeralds. Ich bin nochmal so frech und ernte da einfach mal die Sugarcane hier ab. Boah. Du frech, sagst du. Ah, ist ja nicht so, es darf nicht wieder wachsen, ne? Ja, letztes Mal hat irgendjemand geerntet, aber ganz unten abbaut, unten ist wieder abpflanzt. Echt jetzt? Wo war das? War meine halbe Farm wieder weg, so. Das ist natürlich krass. Ah, ja. War irgendein Amateur da, ich merke schon. Ja, muss ja geben. Oder es war ein Troll. Toll war's. Also nicht ich. Mhm. Schwöre. Nicht du. Schwöre. Oha, ja? Wir haben jetzt Bad Blood. Bro, das war nicht ich. Cause baby now we got bad blood. Naja, sorry. So, jetzt War gab ich eine noch krasse Überleitung. Bookshelf. Jetzt wird der von Novice zu Apprentice. Und jetzt können wir Efficiency 2 Bücher für 31 Emeralds traden. Ist Ey, das komm, nicht Alter, geil? Maul. Und Es ist nicht geil. Mending immer nur bei 130, ist es auch nicht besser worden. Naja, Das war's wert. so, brauche ich nur ein bisschen Holz kurz. Solange der Trade noch funktioniert, nehme ich den. Ich habe übrigens wieder 2 Name-Tags gefunden unten. Lässig. Lässig. Die braucht man immer wieder. Ja. Vor allem für Farmen. Wobei ich da inzwischen mega der Fan bin, jedem Zombie einfach mal ein Rotten Flash hinzuschmeißen und zu schauen, ob irgendwann das aufsammelt. Ja, okay, ist schon geil, ja. Das Feature tut halt dein RNG-Faktor, dass du irgendwie in so Mines oder in Dungeons irgendwie so ein Name-Tag findest, so senken. True. Weil du hast halt, keine Ahnung, 30-40%, dass so ein Zombie sowas kann. Und dann heißt halt einfach nächsten Zombie so. Und dann geht's irgendwann. In der Tat, ja. So, hier. Da kriegen wir auch nochmal One Emerald raus. Sogar 2. Tschüss. Tschüss. Und ansonsten. Sind dann 29 Emeralds? Ja, fast. Ein Mending-Buch. Ja, Alter, wie viel haben wir deine Sachen da? Jetzt Zeit, dass der Zombie-Villager mal ein bisschen Besuch macht mit einem Zombie. Ja, oder wir schauen nochmal, dass wir einfach grundsätzlich einen günstigeren kriegen. Finde ich schwierig, weiß ich nicht genau, wie man das am besten macht. Man muss einfach Zombies curen oder. Ja, einfach mal wieder Trades wechseln und schauen, wann er einen günstigen gibt. Also du kannst so arg günstigere finden. Ja, Okay, krass. eigentlich schon, ja. Was ist dann so der günstigste? Keine Ahnung. So 10er, glaube ich, kannst du schon haben. Also Was denn, wie viel kostet der jetzt? 32er. Also der ist schon wirklich hart scheiße.
Szene finden. Ich denk schon, ja. Ich hab's mal ausprobiert, also ein bisschen. Da hat irgendjemand einen richtigen Scheißjob gemacht. Also, das Ja, geht das wesentlich. kennt er Das noch. geht wesentlich günstiger, ja, aber. Meistens ist ja alles machbar so. Ja. Man brauchst du nicht in Unmengen, sondern halt jetzt Tool und die Rüstung. Fertig. Yes. Gut. Sagst du? Verabschieden wir uns. Ja. Corners Fight. Es wird Zeit. Okay. Also wahrscheinlich entweder bis morgen und sonst bis vielleicht übermorgen. Ich kann es echt gerade nicht sagen. Oh Gott. Irgendwann in den nächsten 3 Tagen werde ich auf jeden Fall wiederkommen. Ja. Also dann. Haut's rein.